Willkommen, meine lieben Zuschauer. Ich bin's wieder, euer Biggie, und wir gehen heute rein mit einem neuen Projekt. Und zwar Metal Gear Solid Peace Walker. Ein Spiel, was damals auf der PSP rauskam, in der HD Collection, zur Stelle für die Konsole rausgebracht wurde und wo wir Trophäen machen können. Wir hatten vor kurzem noch Diablo 4 gespielt. Und einer meiner Zuschauer hat halt gefragt, ob ich mit ihm Peace Walker spielen könnte, wegen Online-Trophäen, dies, das. Problem bei der ganzen Sache ist, in einer Woche kommt das neue Final Fantasy 16 raus, was ich auf jeden Fall spielen möchte. Und Peace Walker ist sehr, sehr anspruchsvoll. Da das Projekt Diablo 4 leider nicht so lief, das haben die Leute nicht geguckt, haben wir eine kleine Abstimmung gemacht und es wurde entschieden, ey komm, wir sollen ihm mir helfen. Das heißt, wir haben jetzt eine Woche Zeit, das fertig zu kriegen. Wir werden in dieser Zeit 100% Metal Gear Peace Walker nicht komplett platinieren. Also wird das Projekt auf jeden Fall nochmal in eine Pause gehen. Aber auf lange Sicht werden wir das Spiel auf jeden Fall fertig machen. Und ich hoffe, ihr seid mit am Start. So, das einmal ganz kurz zur Erklärung. Ja? Metal Gear Peace Walker habe ich tatsächlich, glaube ich, habe es einmal gespielt. Ich habe es so einmal durchgespielt. Glaube ich, bin ich der Meinung. Bin mir nicht ganz sicher. Aber das ist ewig her. Weswegen ich sage, jo, ich gehe hier blind rein. Ich habe nämlich gerade keinen Plan, was mich jetzt genau erwartet. Ich weiß auch, dass man da, wie gesagt, unter anderem wie Phantom Pain dieses Base bauen hat. Leute reinholen kann und. Es gibt halt den Online-Modus, wo es halt 2, 3 Trophäen gibt, die man halt zwingend holen müsste online. Da die Server aber down sind, muss man halt sich irgendwie die Kollegen holen, um da die Trophäen reinzukriegen. Also die Server sind nicht down, sondern es spielt halt keiner. Und man muss halt von Level, es hat halt so ein Level-System. Man spielt von Level zu Level zu Level. Ne, ich muss aber selber jetzt erstmal gucken. Ich bin mir nicht ganz sicher, was das erwartet. Ja, aber bevor ich jetzt online reingehe, will ich erstmal das normale Spiel spielen, um erstmal zu gucken, wie die Steuerung so funzt. Die Systemdaten werden sehr, sehr lange konfiguriert. Also wenn ihr Tipps habt, bitte gerne in die Kommentare schreiben. Ähm, Venom Snake, der kennt sich doch da echt gut aus. Wenn du mir Tipps geben kannst, irgendwelche Sachen und, nehme ich gerne an. Nehme ich gerne an. Wie gesagt, nicht wundern. Das Spiel ist halt sehr, sehr alt und kam damals von der PSP raus. Deswegen es sich von den anderen Spielen halt optisch ein bisschen unterscheidet. Spielauswahl, Extras. Transferring, Löscher, Spracheinstellung. Was haben wir denn da? Von Deutsch, Italienisch, Englisch und Deutsch. Neu spielen, zur Spielauswahl. Extras. Ich glaube, Extras müsste der Online-Modus sein. Datenverwaltung, Bildschirmanzeige. Standardstimme, menschliche Stimme. Okay. Bildschirmanzeige, das ist das. Ich muss erst mal kurz gucken, was hier so abgeht. Transferring. Okay. Können wir den Spielstand von der PlayStation Portable auf die PlayStation 3 übertragen. Zur Spielauswahl? Möchtest du das Spiel verlassen? Nein. Okay, dann kann man vielleicht online gehen, weil man direkt drin ist. Dann schauen wir erstmal.
Geben Sie den Spielernamen ein. Sie können nur bis zu 15 Großbuchstaben, Ziffern oder bestimmte Symbole verwenden. I. Das ist einfach eine Tastatur. Wie? Oldschool-mäßig. Leute aus der neuen Generation, falls ihr euch wundert, dieses Tastenbild war damals auf den Nummernpad, da steht der Telefone drauf. Und damit haben wir SMS geschrieben. Ja? Alter, wenn ich denke, meine Schwester, die saß die saß auf ihrem Stuhl und hat dann da ihre SMS getippt, Alter, das ging. Ja, die hat das so schnell da runtergehauen, ne? Oh Gott. Ich hatte da immer Hammer meine Probleme mit gehabt. Das könnt ihr euch heute gar nicht vorstellen. Glaubt mir, das könnt ihr euch nicht vorstellen, wie nervig das war. Animaus, du weißt, was ich meine, ne? So damals die ersten SMS, ne? Wie schnell ihr da teilweise durchgeklickt seid, ne? Alter, das war so brutal. Steuerungsauswahl. Shooter, die Konfiguration ist vergleichbar mit Metal Gear Solid 4. Ui, es gibt sogar eine Anspielung. Action, die Konfiguration wird vergleichbar mit MPO. Liga, die Konfiguration wird vergleichbar mit Serie Monster Hunter Refresh. Keine Ahnung. Was sind wir normal? Und ohne hinzusehen beim Schreiben. Das ging alles. Ja, wie gesagt, ich erinnere mich noch bei meinen Geschwistern, Alter, wenn die auch auf der Couch saßen, das ging immer so und zack war das Ding, ne? Und ich war immer so B I E G. Nein, jetzt hat er das weggemacht, das wollte ich doch gar nicht. I und warten, bis er das dann angenommen hat und dann da G zu tippen, weil das auf der gleichen Nummer war und oh, ich hab da mal so gebrochen. Ich habe gefühlt 5 Stunden gebraucht, bis ich nur so einen kleinen Text raus hatte, weißt? Ja, also ich hatte ja, als ich ganz klein war, hatte ich ja kein Handy. Ich glaube, das erste Handy, was ich gekriegt habe, war ich irgendwie 13 und das war ein Motorola gewesen. Und ich hatte halt nie die Leute gehabt oder so, um das zu machen. Ich habe halt wirklich angefangen, ne? Das Bild werde ich jetzt nicht mehr los, wie einen kleinen Biggie eine SMS tippt. Na, aber kennst du das nicht? Wenn du zum Beispiel 2 Buchstaben hattest auf der gleichen Taste und du hast den ersten Buchstaben eingetippt, du wolltest dann den zweiten haben, dann musstest du aber immer erstmal bestätigen, was du bei den anderen nicht musstest. Das hat er dann aber immer dann nicht angenommen und und dann hast du zwar den Buchstaben gefunden gehabt, den du dann haben möchtest, wolltest dann aber dann den nächsten reinschreiben, aber hast dann genau diesen wieder zurückgebracht, dann musstest du wieder durchklicken, bis du diesen einen Buchstaben drin hattest. Oh, hör auf. Ich krieg das heute nicht hin. Aber wenn man lange genug gewartet hat, konntest du auch so weiter schreiben. Ich fand die Zeit schön. Ja, genau, wenn man gewartet hatte. Aber wenn ich mir an euch immer angeguckt habe, wie ihr da durchgeratet seid, ne, Alter, frag mich, wie ihr das immer gemacht habt. Scheiße, da ist mein Daddy. Call me Daddy. Und die gute Zigarre darf natürlich nicht fehlen, ne? Soldaten ohne Grenzen. 4. November 1947.
Guck ihn dir an. Hey, Boss, hast du Lust auf eine Runde? Na klar. Oh. Starte Tutorial, Freisteuerung. Ja. Leute, bitte einmal weggehen. Look alive, ladies! The boss is gonna join us! Genau, der Boss ist da! Done, boss! Your first priority in enemy territory is knowing your surroundings. Your life depends on where you are looking and how fast you can identify your targets. Therefore, you must first master moving your line of sight. To move your line of sight, use the right stick. Now, when I give you an order, look in that direction. Warum schreit er mich an? Look up! Ich will nicht, dass er mich anschreit. Good! Look down! Good! You should be familiar with the up and down controls now. Press the action button if you're ready to move on. Okay! Next, we'll check your left and right. Look right! Good! Look left! Good! You should be familiar with the left and right controls now. Press the action Ja, das habe ich ja button if you're erklärt. ready Das to ist move von der on. PSP ein Spiel. Okay. Ja, deswegen sieht das nicht ganz so schick aus. Außerdem ist es schon sehr alt. Wir haben das schon in HD geportet auf die PlayStation 3. If you just stand there like an idiot in front of an enemy, you might as well kill yourself now. At times, you will need Aber to auch get low alte to Spiele avoid haben detection. ein großes Potenzial. Teilweise finde ich sie sogar besser als die heutigen Spiele. To change stances, use the crouch button. Tap the crouch button to change between standing and crouching. You can move in either stance. Warum schreit er mich an? Keep it held to lie down. However, you cannot move while you are lying down. I'll say that again. Irgendwie fühle ich mich hier gerade fehl am Platz. Ich glaube, ich sollte auch mein Laufband, wenn er mich so anschreit. Entschuldigung. Good. Next, we'll work on your movement. Use the left stick to move around. Tilt it a little to walk slowly. Tilt farther to run. Decide which to use based on your situation. Remember that your footsteps are louder when running, making you easier to Ich will mal discover. festhalten, ne? Wenn ich so mit meinem Boss gesprochen hätte, hätte der mir ein paar in die Fresse gehauen. Good. Now we have rolling. Rolling is useful for knocking down enemies in your way and for getting away when surrounded. You can also use it to jump over small ditches and other obstacles. To roll, tap the crouch button while running. You got that? Tap the crouch button while running. Don't forget it. Alter, wieder übertreibt. Hui. Hui. That's it. Next, I will explain how to attack without gunfire. You may run into an enemy unexpectedly. You may not have a weapon on you, or you may be out of ammo. You'll still need an effective attack strategy. One well-placed strike and the enemy won't know what hit him. To strike an enemy, press the attack button while standing still. On my command, press the attack button repeatedly and take down your opponent. Go! I'm ready, boss. Haut er Fine langsam. work, boss! Next, we're gonna practice using the stun rod. Hitting someone with the stun rod will shock them with 1.5 million volts. Anyone on the receiving end of that is guaranteed to be out cold. To use the stun rod, press the aim button to ready it, then press the attack button. You'll be glad to know we're using mock stun rods for this training session. When your partner attacks, make him believe it's the real deal. Prepare yourself for stun rod training. Go! I'm ready, boss. I'm waiting, boss. Hä? Fine work, boss! Oops. Now we'll move on to CQC. CQC, or close CQC. quarters combat, refers to when engaging an enemy in battle at very close range. It is a quick and efficient way of eliminating a threat. There are various CQC techniques. We will go over each of them. Don't get cocky because you think you know them. This will be different from what you're used to. Pretend you are learning it for the first time. The first technique,
is throwing your opponent. To do this, position yourself near your opponent and press the attack button while you tilt the left stick. Be sure to press the attack button when the icon appears. Now, wait for my command and throw your opponent. Go! I'm ready, boss. Gute Nacht. Fine work, boss! Next, I'm going to teach you how to restrain an opponent close to you. This is a cornerstone of CQC. Grab hold of an enemy, and the bastard's life is in your hands. What you do from there is up to you. Just know that if you restrain him for too long, the average person will most likely pass out. Something to keep in mind. Let's begin. To restrain your opponent, hold down the attack button while near them. Restrain your opponent on my command. Go! I'm ready, boss. I'm ready, boss. Fine work, boss! Start talking. Now we will throw your opponent after restraining them. To throw an enemy to the ground, press a direction on the left stick when you have them restrained. Restrain your opponent and throw them on my command. Go! I'm ready, boss. Start talking. That is incorrect, boss! Das ist nicht korrekt. Nein. Wenn der Feind in der Nähe ist und das Symbol erscheint. To throw an enemy to the ground, press a direction on the left stick when you have them restrained. Oh, ich war weggeworfen. Impressive, boss! Now we will try CQC against multiple enemy opponents. You can also take out a group of enemies by throwing an opponent you have restrained. First, restrain an opponent by pressing the attack button near them. Then, tilt the left stick to throw them. By tilting the left stick toward other enemies, you can send your captive flying straight into them. On my command, restrain and then throw your opponent. Go! I'm ready, boss. I'm ready, boss. Guten Flug. Woo! Fantastic! Fantastisch. Go! Ich glaube, ich habe eine 1 bekommen. I'm ready, boss. Oh. Aha. So? Fantastic! All right! Why don't we do something special since the boss is here? Anyone who feels like getting their ass kicked, step forward. Don't hold back, boss. When you're surrounded by multiple enemies, you'll have to take them on one after the other. To do it, simply press the attack button again while throwing the current enemy. Just be sure to wait for the icon to appear. Go! I'm ready, boss. Nein, das wollte ich nicht. Next. So? Boss, press the attack button when Ausdrücke the die icon Angriffstaste, wenn appears. das Symbol erscheint. Boss, press the attack button when the icon appears. Zack. Und gute Nacht. Fine work, boss. Dankeschön. Go! I'm ready, boss. Bam. Bam. Fantastic! Guck mal, schön zusammengepackt. Stop! That's it for today. Thank you, boss. Nicht dafür. Ideale Kampotze. Snake! Hier ist einer. Alter, sein Auge. What's going on, Kaz? We've got guests. Time to move. Don't worry, it's not our friends from Langley. I brought him. Made sure we won't fall. Thank you, big boss. Call me Snake. Sorry.
Vic, boss. Listen up. For us, there is no victory. But in revolution, doesn't one triumph or die? We don't do either. Guck mal, das Rotkäppchen. Here. Thank you. It's pretty good. I feel like a new man. There's no coffee like Costa Rican coffee. So, what brings a distinguished scholar from the Costa Rican government to Colombia? Professor Galvez comes from Costa Rica's University for Peace. You see, over the past year, there have been sightings of an armed group in Costa Rica. They're not ours, of course. Costa Rica doesn't have an army. Correct. Article 12 of our Constitution states that the Army as a permanent institution is abolished. The Peace Constitution. You think it's rebels who fled Nicaragua? No, they don't appear to be guerrillas. They're far too organized. What's your government's take? The authorities in San Jose claim it's a multinational security firm, hired by the Development Corporation of Costa Rica. Lies, obviously. They're bringing in state-of-the-art weaponry and equipment by the shipload. Where'd they get that kind of cash? I fear La CIA may be involved. The CIA. As you both know, the United States views Central America as its backyard. Even after Cuba, we've managed to maintain a delicate balance with the US. And your government can't just give them the boot? We are not allowed to bear arms. Japan's constitution has something similar. Article 9. It says Japan renounces war and can't maintain an army. I understand that you and your men have neither state nor ideology. That you will fight any foe. Please, you must drive them out of our defenseless country. We come to you, the Militaires Sans Frontières. So, you want to hire us? Yes, as our deterrent. We can't afford to pay much, it's true. But we can offer you this. A forward operating base. An offshore plant in the Caribbean. Sounds pretty good to me. This place is becoming a mess anyway. Snake, we need someplace we can settle down. The government's agreed to cooperate. Unofficially, of course. A chopper for transport would be nice too. I'll see what I can do. Hold it. You seem to think we're just a pack of dogs of war. Is that right? Yes, that's what I've heard. You're an army without a state. No, we've only left our countries behind. Please, you must help us. If your suspicions are true, force isn't gonna do any good. You'll have to find a political solution. The government's hands are tied. Go back to your bosses in San Jose. Tell them if they want, I'll introduce them to a negotiator I know. No. I'm not here on their behalf. So, what are you doing here? For over 20 years, I've preached the virtues of peace at multiple universities. Tonight, I stand before you as an educator. This is my student. She came to me to study peace. Her name is Paz. Paz Ortega. Paz. Peace. No kidding. That's my name too. Kazuhira. It's Japanese for peace. Pleased to meet you, Paz. Call me Kaz. Cars.
They've got a supply port north of Puerto Limon, a town in la Costa del Mar Caribe. A few days ago, Paz stumbled upon that facility while searching for a lost friend. She was captured. She's only a child, 16 years old. They So did großer, ich bin terrible raus. things Auf to heute. her, Viel Spaß, noch but viel hören. somehow she managed Du to Animaus, escape. vielen Dank, dass du eingeschaltet hast. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Hau rein. My God. She's huérfana. Her mother died when she was small, and she lost her grandparents in the Civil War. Ups. She hates war with a passion like no other. Ey, war noch fertig My name is mit Paz. gucken. War noch nicht fertig mit gucken. Anything to protect my namesake. It is my one and only purpose. Please, get them out of my country. Make them leave Costa Rica. Sorry, kid. We know who you are, Big Boss. That is why we've come to you. Eine Armee ohne Grenzen. Prolog. Miller here. Do you copy, Snake? I see you've landed. That makes one giant leap for us. I'm sending this from the offshore plant, our mother base. The signal is unidirectional. I'll be giving you commands and advice through this channel. Keep your headphones on at all times and pay Yeah. attention. Also, make sure no one else can listen in. So. Snake, are you clear on the controls? Take a Nein. minute to refresh your memory. Hier weg. Use the left stick to move. Use the right stick to adjust your view. To change your settings, use the start button to open the menu. Mal kurz gucken. There's no one around. Why not try some shooting practice? Select a target and squeeze off a round or two. Press the directional buttons while holding the R2 button to switch weapons. Ready your weapon with the L1 button. Then press the R1 button to fire. How about a little shooting practice? Try hitting a coconut. Select equipment by pressing the square or circle button while holding the L2 button. To check your map, press the start button to open the menu. The Mark 22 tranquilizer gun can put enemies to sleep. The closer to the head you hit, the more effective it is. Tranquilizer rounds are hard to come by. Don't waste them. The facility you're Splittergranate. headed for is past that fence. A grenade should be able to take out that gate. Grenades explode. You throw them, Snake. Use the L1 button to ready throwing weapons. Once you've readied the weapon, throw with the R1 button. When using throwing weapons, hold the attack button down longer to throw farther. You won't throw the weapon until you let go of the button. So. Snake, don't you think you could use a little more practice? Ich bin noch bei. Ah, a perfect target. Looks like you won't be the first to put some holes in it. Some peaceful paradise. That means you're not alone out there. The enemy could be near. Why not sharpen your skills here a bit before you bump into one of them? Press the select button to turn on auto aim. Press select again to turn it off. With auto aim,
You'll lock onto enemies automatically. Only problem is, you can't target specific body parts. Auto-aim effectiveness will vary from weapon to weapon. So, was haben wir hier noch? Using auto-aim enables you to quickly draw a bead on the target. It's not entirely reliable, though. If you want accuracy, go manual. Auto-aim only works with live targets. That means it won't snap to some threats. So be careful. So, haben wir jetzt alles? Gehen wir weiter. I gotta thank you for agreeing to this, Snake. Man, am I glad to be out of here. Finally, we can leave all that crap in San Geronimo behind. And break into the mercenary business for real. Let me guess. You're doing it for her, aren't you? For her. Are they still here? Come on, Snake. This could be good for us. They're willing to give us an offshore plant, a place we can finally put down some roots. This is our chance to expand MSF. We don't need a place to stay, guys. We're nomads. We always will be. What? You'd rather keep wandering from conflict to conflict? Tools in the hands of whoever's fighting at the time? The second we settle down, who's to say we won't become the warmongers? Listen to me, Snake. We're not mercenaries. We're not a foreign legion. MSF's a business. A new kind of business. Look, it's not like we're trying to start a war here. All we need to do is find out who this security company really is. Come on, Kaz. It's pretty obvious that they're backed by the CIA. Wait a sec. That would mean... Our friend, the professor, is likely KGB. I see. We'd be making an enemy of our homeland. And there'd be no turning back. Ah, this damn thing won't light. Huh? Put on some coffee, Kaz. It's time for a little chat with the professor. Praktisch. I was a heavy smoker. When I got my medal from the Secretary General, he gave me this prosthetic hand as well. But smoking was ruining my lungs, so I quit. I've not had much use for it since. It's quite an honor to meet the legendary Big Boss. That's just a code name the CIA made up. Then perhaps I should call you John. I don't have a name. Stop using that code name you liked so much 10 years ago. What about you, comrade? What do they call you back at Center? Well then, allow me to get straight to the point. Land as slim as a whip, hot as torture. That's the Chilean poet, Neruda. Central America is the navel of the American continents, bridging north and south. We want this land. We'll build a socialist stronghold, then use it to split the Americas in two. America would lose its backyard. And with it, its economic production, shipping lanes, and strategic value. We, on the other hand,
would gain a base from which all of Latin America would be well within our reach. He who controls Central America will win this Cold War. First comes Nicaragua, toppling the pro-American Somoza regime. In preparation, we've begun instigating anti-Somoza sentiment and providing aid to the Sandinista National Liberation Front. You're manipulating Sandinista into overthrowing Somoza for you. After the revolution, Nicaragua will become a socialist state. You think America's just gonna let that happen? Certainly not. After all, the CIA is already here. And that's the armed group inside Costa Rica. Precisely. It's clear that they've been sent in to disrupt our efforts across the border in Nicaragua. Simply put, the army now stationed in Costa Rica is CIA capital. But it's more complex than that. The CIA's got something else planned as well. What? That is the million-dollar question. Big Boss, we want you and your unit to find the answer. Infiltrate and investigate the facility in La Costa, where Paz was imprisoned. Learn all you can of their operations. Then, drive them out of the country. You're asking us to settle a turf war between the KGB and the CIA? What about her? That was all just an act? You mean her words about peace? She was captured, that much is true. But I've kept my KGB affiliation from her. And you thought we'd fall for a sob story? No. I had good reason to bring her along. She managed to escape with her life, but her friend was not so lucky. Why were they attacked? I believe this will help explain. Perhaps they saw something they weren't supposed to. Perhaps they heard something they shouldn't have. A cassette tape? Paz took this during her escape. She says her friend happened to record it by accident. What is that? A portable stereo cassette player. The first of its kind. Ah, I heard they were working on something like that in Japan. Didn't know you guys were too. I believe what you're about to hear will help you understand. What is that? A Quetzal? The phoenix bird. Paz's friend was researching birds. She went out into the jungle to record bird calls and stumbled upon this. So? So what? Now it gets interesting. Poisonous. I need to get rid of it. I chase it back to its nest. You can't. The snake's too vicious. It's all many people. I chase it away. It will bite you unless you kill it. Go home. Boss. Voice print analysis confirms that this voice is indeed that of the legendary hero and criminal, the Boss. What? The other hasn't been identified. Female in her 30s with a British accent. The song playing in the background was a hit in 1973. What's it going to be? Loyalty to your country or loyalty to me? Your country or your mentor? Your mission or your beliefs? I am loyal to Boss myself. is alive in Costa Rica. As I understand it, she was your commander, fought by your side. And that you killed her under orders from the CIA, thus surpassing her to become the hero known as Big Boss.
what'll it be? Will you take the job? Snake, it's gotta be a trap. So you still can't turn your back on your country? Then I suppose you won't need this. Wait! Snake? I'll do it for the girl. For Paz. Okay. For peace, then. There they are. CIA mercs. Snake, you've got to get past them undetected. Avoid combat whenever possible. This is a sneaking mission. Hide behind stuff. Take the long way around. Whatever it takes to stay out of sight. Your gun is a last resort. It could just as easily kill you as save you. To press up against a wall, face it and hit the action button. From that position, you can press the L1 button to detect enemies. That also works while lying down. Not enough room, huh? I'll keep it here at the base. Start talking. Adam Snake, schön, dass du einschaltest. Moin, moin, ich begrüße dich. Jein, so meinte ich das nicht. Ich meinte damit, Metal Gear Solid Peace Walker spiele ich zum ersten Mal. Oder ich glaube, ich hab's mal gespielt, aber ich hab's so durchgespielt. Und da du so gut im Bilde bist und das auch vor kurzem gespielt hast, dachte ich, vielleicht bist du mit bei und kannst mir dann vielleicht so ein bisschen Insiderwissen geben. Ja, ich will das nämlich zu 100% ja spielt. Ja, hier kam da stellt ein anderer Zuschauer rein, der heißt Devin Yuga. Der hatte mich gefragt, ob ich ihm helfen könnte bei den Online-Trophäen. Und du weißt ja, dass ich da auch noch jemanden brauche. Und deswegen habe ich gedacht, ach komm, machen wir. Ich habe jetzt eine Abstimmung gestartet. Die Leute haben gesagt, jo, wir sollen ihm helfen. Und da du dich gut auskennst und habe ich gedacht, könnte ich mir ein bisschen helfen. Ja, kannst gerne im Voice kommen. Warte, ich komme im Kanal. Moin. Keep your eye on what's left of your life gauge on the left of the screen. To the right of that, you'll see your sight gauge. Exhausting it will inhibit. Ja, genau, deswegen dachte ich, da hast du gerade im Bilde. In erster Linie geht es mir eigentlich nur so um Secret-Sachen oder so, oder Hinweise für die Trophäen, weißt du? Ich habe nämlich hier einen Zuschauer, der heißt Raven Yuga, der hatte mich mal angetickert gehabt. Er hatte gefragt, ob ich ihm helfen kann wegen Online-Trophäen und so, weißt du? Ich hatte das erzählt gehabt, dass ich das selber nicht machen kann. Und ja, er wollte halt eigentlich in der Woche starten. In der Woche ist aber, fängt halt das neue Final Fantasy an und da will ich hin. Und Diablo lief ja nicht so prickelnd. Deswegen habe ich eine Abstimmung gestartet und die Leute haben gedacht, ach komm, dann spiel Metal Gear und helfe ihm ein bisschen. Ja, und deswegen habe ich das Ding jetzt angeschmissen. Ja, wir haben jetzt eine Woche, um zumindest diese Online-Trophäen zu machen. Start talking. Ne, das denke ich eher nicht. Ich glaube einfach, dass einfach Diablo 4 überflutet ist. Einfach sagst du Leute, die mit 34 Zuschauern da drin hängen. Das auch. Das kann auch sein, ja. Start talking.
Ja. Na, zuerst schließt man nicht drauf, ne? Ich sage, ich heiße ja Biggie Play und nicht Metal Solid. Kann man drauf kommen, würde ich jetzt aber eher weniger drauf kommen. Biggie kann halt alles sein. Vorher hatte ich MGS Big Boss, aber da habe ich den Kanal noch nicht gestartet. So, warte mal kurz, ich habe gerade eine Cutscene. Acknowledged. Spears are loaded. The barge has cleared Point Bravo. Acknowledged. Out. Was? Ah, ich muss drücken. Ach so. Ich bin doch so einer. The cargo. Where's it headed? What is it? Air suit. In the mountains. What's up there? Das wusste ich zum Beispiel nicht. Ja. Ich habe jetzt gar nicht mit gerechnet. Aua. Hm. Ja. Jetzt halt nur wichtig, wenn du jetzt halt hier mit dem Voice bist, dass du halt bedenkst, also erstens, ich kenne das Spiel jetzt so nicht mehr, ne? Deswegen habe ich das auf dem Land drin steht, dass du halt auf Spoiler achtest. Nein, das ist okay. Ne, ich wollte es jetzt allgemein nochmal sagen. Ja. Ja. Gib mir Tipps und Tricks zum Ausbauen, zu vielleicht zu bestimmten Missionen, wo du bestimmte Sachen machen kannst oder finden kannst oder sowas. Oder halt mitnehmen kannst. Und sowas habe ich jetzt gedacht. Let's switch frequencies from time to time, just to make sure we're not detected. I found a map of their bases. Ja, die gibt es ja. Das weiß ich. Wurde ja auch schon vorgestellt. Nice going, boss. Cause this place is full of film badges, dozens of them. Film badges? Like the ones used to measure radiation exposure? The radio man was wearing one. And whoever he was talking to called the cargo spears. Wait, that would mean... Nukes. They're bringing nukes into Costa Rica. Holy Mother of God. Hm. Ja, so, ich habe auch schon meine erste Trophäe. Eine Armee ohne Grenzen. Und ich habe es für Rang A fertig gemacht. Bonus für interaktive Zwischensequenzen. 9 von 10. Okay. Weiß ich gar nicht. Trophäentechnisch, mal gucken, was da jetzt eigentlich relevant ist. Muss ich alles auf S machen? Ja, ich auch. Ja, und ich habe hier meine Webseite. Na, ich will mal ganz kurz einmal durch die Trophäen gehen, dass ich da mal einen Überblick drüber habe. Warte, hier. Boah, ist das ein Riesenleitfaden. Okay, hier muss man viel beachten. Trophäenleitfaden. Lass mich lesen. Das Spiel ist Teil der Metal Gear Solid Collection, erhält Online- und Offline-Trophäen. Einige Missionen müssen öfters gespielt werden. Fehlende Trophäen nach Spielende machbar. Sehr wichtig, das ist gut. Main Ops, Extra Ops, Outer Ops. OP, Krebsgefangenen Geisel, High-Rank-Soldaten lassen sich in folgende Mission finden. Kampf ausschließlich später. Okay, da müssen wir mal gucken. Also Option 49, 46, 26. Da kann man die High-Soldaten fahren. Unsichtbare Inhalte. Nach Main Ops zu 6 ist das Spiel noch nicht zu Ende. Okay.
Monster Hunter Mission schaltet man frei, indem man durch sämtliche Hauptbriefings von Chico klickt. Achtung, nicht die individuelle Mission Briefing anschließen. Snake als Charakter wählen. Okay, verstehe ich nicht. Für Stealth-Tarnung muss man das machen. Für das Bandana muss man Expeditionen mit S-Rang absolvieren. Okay. Okay, aber weil es steht, dass ich sie jederzeit noch machen kann, dann kann ich wahrscheinlich diese Mission nochmal machen. Deswegen ist das jetzt einfach Wumpe. Ja. Aber natürlich sollte man versuchen, das am besten gleich auf S How's that map, durchzukriegen. Snake? Think you can use it? It tells me where their bases are, but it's just a bunch of points. No routes. I need better intel on the lay of the land. Snake, the professor said he's got the Sandinistas on Ja, his ich side. weiß. Said you should get in touch with the FSL and Commandante. Do they know they're back by the Deswegen habe ich KGB? das Spiel auch ziemlich vor mich As far hergeschoben. as they know, they're really fighting for the revolution. The KGB is staying behind the scenes. I'm not sure the Sandinistas are aware of what's really going on. Still can't believe anybody would bring nukes here. Yeah, that's a shocker. Costa Rica's party to the Tlatelolco Treaty, which declares Latin America a nuke-free zone. Based on Japan's 3 non-nuclear principles, it bans the testing, use, import, or deployment of nuclear weapons. If word of this gets out, Okinawa will be forced to act. It'll cause an international uproar. The treaty was signed to prevent another Cuban Missile Crisis. If the U.S. itself is gonna scrap it, Latin America is too close to spawning another Cuba or two already. The entire continent would become one big powder keg. well, if they did bring nukes, we can't let them get away with it. Are they planning a test, showing off? Or is it all to keep the anti-American movement in check? Good question. Why bring them here? I can't figure it out. Whatever the CIA's up to in Costa Rica, the professor wants it stopped. We need to find out what that something is. We need to get ready Auf first, Konsole guys. findet man keine Repairs. Working Partner as mehr. fast as we can, boss. Das Spiel ist This tot place in dem is pretty Sinne. beat. Looks like hell. But as long as you're with us, we'll make it heaven. No one can bother us here. No state telling us what to do. This is the MSF's haven, our mother base. And with this foothold, we'll back you up even better than before. We're gonna turn this pile of junk into something big. Das bringt mir ja nichts. Ich sag, ich weiß ja nicht, wo du da rumtickerst deswegen und, ne? Aber. Ja, aber die werden doch kein Deutsch sprechen. So. Okay. Ein Sprechen, Transferen, Option, Kombination. Waffen und Abioten erforschen und entwickeln. Was haben wir da? Möchtest du Tutorial für die Entwicklung ansehen? Ja, möchte ich. Auf der Motherbase können Sie neue Waffen und Objekte entwickeln, die Sie bei dem Einsatz gebrauchen können. Dieses Symbol zeigt, Dieses Symbol zeigt, dass Sie jetzt Waffen und Objekte entwickeln können. Doch dazu muss zunächst der Beitrag von GMP Geldmittel angezeigt werden. Vorsicht, wenn Ihnen die GMP ausgehen, kann die Entwicklung zum Stillstand kommen. Ah, okay. Also es ist nicht so wie in Metal Gear Solid 5, wo du halt praktisch das Geld bezahlen musst und dann läuft der Counter durch. Okay, warum steht unter der MK22 diese 3 Balken? Was heißt mir das? Nutzungslevel. Ah! Die Leveln durch Benutzen.
Vertrauliches Dokument. Technische Daten für F&E-Team erhält Voraussetzungen für M1C-Entwicklung. Das ist Munition, das sind Anzüge. Dschungeluniform und nackt. Die Motherbase ist für verschiedene Teams wie die Kampfeinheit, das SE-Team und den Wartungsbereich unterteilt, indem ihre Personal auf die verschiedenen Teams aufteilt und das Level jedes Teams erhöhen, können sie mit der Zeit neue Waffen und Objekte entwickeln. Wählen Sie im Wartebereich automatische Zuweisung, um Personal je nach ihrer Eignung automatisch Team anzuweisen. Die Rekrutierung und qualifizierte Personen und die Fähigkeit, es für die richtige Aufgabe einzuteilen, ist der Schlüssel für den Ausbau der Motherbase. Damit ist das Tutorial beendet. Genau, den brauche ich ja erstmal. So. Wo steht eigentlich, welche Rang die sind? GMP, Leben, Verstand, ja schön. Ja. Richtig, ja, woran sehe ich, welche Stufe er ist, ob er jetzt eine E-Person ist, ob er eine S-Person ist. Ach, nur in den Missionen sehe ich das. Okay. Ah, hier, so geht das. Ja, ich suche gerade, wie kann ich das jetzt automatisch machen? Immer. Automatische Zuweisung da. So, und wir haben jetzt Waffe entwickelt. Wir haben ein Fahrzeug. Ein Fahrzeug? Ne, ein Analysegerät. Ah, guck mal, da haben wir es sogar schon. Genau. Jetzt folgen Analyse. Du hast gerade Heroismus gesagt. Heroin. Heroin. Ah, ich muss erst mal gucken hier. Ich muss mir erstmal hier Stück für Stück eintüdeln. Ne? Genau. So.
Na, ist egal, ist egal. Wählen Sie den Einsatz aus, an dem Sie teilnehmen möchten. Mit der L1 und R1-Taste wechseln Sie die Registrienkarte für Koops Einsätze muss eine Verbindung zum PlayStation Network bestehen. Wählen Sie auf der Registriertasche aus der Koop-Mission einen Einsatz aus, um das Spiel zu hosten. Andere Spieler können mit Hilfe dieser Funktion Host suchen auf den Koop-Registrierkarte dem Spiel beitreten. Die aktuelle Spieleranzahl sowie die Höchstanzahl an möglichen Spielern wird rechts vom Einsatznamen angezeigt. Habe ich verstanden, musst du mir nicht erklären. Dringen Sie in die Versorgungslager im Pilodel, aber den Küstenhafen ein, wo Paz gefangen war, und sammeln Sie Informationen über die Basen der bewaffneten Gruppen, die sich in Costa Rica bereit machen. Ja, aber da hinten ist doch 0 von 1. Ach so, das ist die Koop-Mission. Ach so, hier. The boss has infiltrated the area around the coastal supply facility and knocked out the soldier there. But we can't just leave him there to be found. I need you to get in there and capture the unconscious soldier using the Fulton recovery system. Do it quickly before he comes to. Snake ist bei diesem Einsatz nicht verfügbar. Hä? Das ist ja Müll. Survival. Ja, natürlich. Das geht nicht. Das geht nicht. Use Fulton recovery to bring back knocked out soldiers. To use Fulton recovery on a soldier, get up next to them so the icon appears and push the action button. Ja, will ich doch. Einfach machen. Muss ich mal ein bisschen spielen lassen. Ich bin eigentlich der hier reden muss. Press the attack button near the enemy to initiate close quarters combat. Ah. Nein, natürlich. Ich nehme erstmal alles an Leute mit, die ich rausholen kann. Genau. Ich nehme erstmal alles mit. Start talking. Hurry up and send those knocked out soldiers back here. Don't mess around or they're gonna wake up. Muss ja erstmal gucken.
Fulton recovery helicopter is complete. We're under attack! Was, wo? Nein! They spotted you. Get out of there. You lost them, but they're still on the hunt. Stay sharp. Fulton, Na, jetzt nicht, jetzt nicht. return to base. Das geht nicht. Weil du nicht ins PSN-Network reinkommst. Ja, nun A. Erfolgten rausgeholte feindliche Soldaten. Die folgenden Worte können dann nur in handelshaften Geist erfüllt werden. Hier. Okay. Technische Daten für folgende Waffen, folgende Objekte erhalten. Hobbyzeitschrift. Hab ich? Hab ich ja nicht. Ich habe nur ein A gekriegt. Ja. Okay, wir haben die Handgranaten, wir haben das Analysegerät. Der Eingang der Soldat hat sich aufgrund der gewonnenen Erfahrung auf dem Einsatz verbessert. Hm. The boss has infiltrated the area around the coastal supply facility and knocked out. Ah, der ist schon automatisch auf 2 gestiegen. Okay. Und dann muss ich jetzt dieses komische Dings hier, Analysegerät. Kann ich, will ich aber gerade nicht. Will ich aber nicht. Das ist aber keine Hauptmission. Use Fulton recovery to bring back knocked out soldiers. Genau. To Ich will use nochmal auf Fulton S probieren. recovery on a soldier. Get up next to them so the icon appears and push the action button. If you had something to stand on, you could probably reach that. Hey! Alles gut. Immer dran gewöhnen. Fulton recovery subject confirmed onboard helicopter. So, gute Nacht. Fulton recovery helicopter is complete. Looks like that soldier's out cold. Try using Fulton recovery on him. Hurry up and send those knocked out soldiers back. Head for the recovery zone. We'll pick you up there. Hä? Achso, ich muss noch raus. Ach Mann. You did it. Ich finde, das sieht voll lustig aus, wie er so chillig dran hängt. Ja. Wieder nur A.
Okay, komm, will ich mal probieren. The boss is in. Use Fulton Recovery to bring back knocked out soldiers. To use Fulton Recovery on a soldier, get up next to them so the icon appears. Nein. Push the action button. Ich muss ja an Steuerung gewöhnen. Nacht. Kann ich den nicht freezen? Hat aber gerade nicht geklappt. Looks like that soldier's out cold. Oh Gott, ich muss den Ballon wieder auf. Oh, das ist so nervig. Not enough room, huh? We'll keep it. Good job. Return to base. Ja, ich muss ja mal gucken, wie das hier funktioniert. Die Metal Gear ist das wieder ein Ticken anders. Ah, es ist schon geschafft. Dankeschön. Ja, das ist die normale Form. Das ist typisch. Das ist ja normal, dass du das so machen musst. Aber ich sage, in jedem Spiel ist es anderes. Im Metal Gear Solid 3 musst du dich von langsam hinten ran bewegen und mit der Waffe dann auf ins Ziel. Bei Metal Gear Solid 2 kannst du eine Taste drücken und einfach auf die Leute reinsprinten und hast sie im Visier. Bei dem anderen so schnell ist es einfacher, sie umzunocken und dann so schnell anzufriesen. Ne? Bei jedem Spiel ist es anders. Ich muss erstmal in dem Spiel es kennenlernen, wie es genau funktioniert, wie es am einfachsten ist. Testet. Snake, I rigged that radio so you can contact our Siehst young du? lady friend Da Vorsicht dabei Is jetzt she nicht. okay? No Obwohl need ich to schon worry. gemacht habe. She's tougher than you think. Still just a kid. Which is exactly why she could be an effective source of information. Besides, that little Angel de la Paz is the one who gave us this mission, right? I guess. I'll put her on. Snake, Paz, where are you? Ciudad Colon. A school. The teacher told me to stay here until things quiet down. Teacher? Oh, him. He's... Yeah, that's probably good advice. See, he has a radio in his room, so we can talk anytime. Ja, lass mich doch jetzt mal spielen. Pretty fancy for a teacher. Promise me, Snake, that you'll bring back peace, and I know. I'll contact you if I find your friend. thank you. Snake, if you need to know about Costa Rica, the geography, the climate, the wildlife, anything, just ask me. I know about its history and laws too. We learned it all in school. Got it. I have a question. I'll ask. What? In school, I also learned that peace is an unnatural state for human society, and that war is a constant threat to our relationships with others. That's right. So, to achieve peace, we have to create it ourselves. Crying about it won't bring it about or make it last. Each one of us must go and seek it out. You won't find it without making sacrifices. No offense, but I don't know what peace is. Never felt what it's like. Never even been interested in it. Snake? Oh, sorry. Listen, Paz, I think your ideas are admirable. And I hope they turn out to be right. Yeah, me too. Peace is in your name. Who better to help bring it back? Thanks, Snake. I will be here whenever you need me. See you later. Snake, use your radio to call people, but stay alert. You're in the middle of a mission and can't afford to let your guard down. Got it. Need to know more about Costa Rica? Paz can help you out. Good to know. We'll follow their transport route. This should take us straight to their main base. From what I've seen, it looks like nukes. Agreed.
The key thing now is to confirm whether those spears really are what we think they are, and if so, why they're here. Follow the transport route. Find the nukes. That's what I'm thinking. First, we should make contact with the Sandinista Comandante. They can tell us more about what's up ahead. But it looks like their hideout's already come under attack. We better hope they're still alive. Snake, infiltrate that cabin and secure the Sandinista's Comandante. Neutralize any guards by knocking them out, putting them to sleep, or even using the Fulton recovery system. You choose how to handle it, boss. So. Wählen Sie Einsatz auf und einer spielt. Achso, das ist das Koop-Ding. Wir wollen einzeln spielen. Ja, ich kann lesen. So, das haben wir. Ein Land ohne Armee. Head for the FSLN boathouse. It's northwest of there. That area is not part of the mission. You can use the radio you just picked up by pressing the start button to open the menu window. You know you can assign the radio to the select button by choosing options from the menu window. Ja. Ja, ich habe ja schon gesehen in den Trophäen, dass es irgendwas mit Monster Hunter gibt. Ja. Fulton recovery subject confirmed onboard helicopter. Not enough room, huh? We'll keep it here at the base. Mhm. What's going on? Nee, lass mich erstmal ein bisschen spielen. Ein bisschen machen lassen musst du mich auch. Fulton recovery helicopter is complete. Ja, zieh die zusammen, würde das CQC. Ja, doch. Stun-Granate. Geht aber auch. The boathouse should be close by. Neutralize the security detail and make contact with the Commandante. Press the attack button near the enemy to initiate close quarters combat. Lass mich erstmal. Fulton recovery subject confirmed onboard helicopter. Und das geht doch bestimmt nicht, ne? Doch, geht. Okay. Fulton recovery helicopter is complete.
Ich habe gar keine Fullens mehr. Ich dachte, ich habe so viele. Ja, da stand vorhin was mit 46 Stück. Ja, doch. Freeze. You won't have to worry about that one. Good. Now meet with the FSLN Commandante. He's inside the boathouse. Oh, er gibt Arsch voll. Hast du gesehen? Haben mir Arsch voll gegeben. Don't touch me! Get away! ¿Quién es? Eche. No way. What do we do? Sandinistas, right? I'm looking for someone. Mi viejo! Shh. He's dead. They killed nuestro viejo. You're his daughter. Then that makes you his delegado, right? Relax, I'm not your enemy. Cuban. A cigar? I'll take whatever you've got. I owe you one. But I prefer cigarettes, you know. How do I look? A little like El Che, no? You Cubano? Colombiano, a photographer. I came to Costa Rica to take pictures of birds. Birds? Yeah, quetzals. You've got no telephoto lens. How do you get your shots? Telephotos for amateurs. It's all in the timing. Oh, Let me smoke okay. too. We can talk until I finish this. Darf ich auch rauchen? Chico! Tell me what's going on here. This place is crawling with soldiers. They don't look like private security. More like hired guns. They're loaded with the latest gear from all over the world. I heard they're a security force hired by Codesa. Yeah, and I'm Papa Noel. Those guys are UCLA's. UCLA's. La CIA. I saw them, setting up shop in town. They're planning to do Ja. here what they did in Chile. Jetzt aber nicht. If that's the case, what are they after? Whatever it is, it's not us. You don't think they're here to push you back into Nicaragua? Impossible. Too much hardware. Too many bases. Didn't you see? They've got helicopters, tanks. It's like we're in Da Nang. There must be something else. They have a base near here. There's a factory to the north, across a suspension bridge. Factory to the north, across a bridge. Have you seen the big transport boat? Mercenary crew on the Rio del Jade. You mean the barge? It's upstream from here. Up toward Irasu. Any idea what's on it? I could introduce you to some of our compas up there, but I don't recommend going to the mountains. We've lost a lot of people there. They take us captive, torture us for information about our compas, and then they kill us like pigs. Got it. All right. This was our last hideout, the final refuge for El Frente, after being pushed out of Nicaragua and into this peaceful paradise of Costa Rica. Then, El Monstruo attacked. A monster. Y mi viejo. Mi viejo. Papá. He was la esperanza. Our hope. Now that Papa's gone, my sister's la comandante de la revolución. Do not listen to him. Papa was a hero who fought by Sandino's side. I am only his daughter. You need a special talent to become cacique. It takes someone great to unite all of Las Compas. Sorry to interrupt, but leaders don't choose themselves. Neither do heroes. You carry on his legacy of La Esperanza, and they'll follow you, no question. You think so? My compas trust me, but not one of them calls me comandante. Amanda! See what I mean?
breathe! Get down! Was? What the hell? Es un hombre nuevo, an unmanned weapon, a robot! Chico! No, he won't survive the fall. Out of my way! Better for him to die at the hand of a compa than suffer their torture. Stay here. As long as I'm still alive, I might as well repay you. Over here! Fine, Chico! ¡Venceremos! Ja, Krümel auf meinem Mauspad. Nervt mich. Ein paar Schöpfe schon. Ich muss ja aber echt mal angewöhnt, nicht gleich loszulabern, wenn irgendwas Storymäßiges passiert. It looked unmanned. Unmanned? I'd heard rumors, but an operational unit? What the hell is going on here? Not to quote Amanda, but the hardware they've got here isn't just unusual, it's overkill, which means one thing. It's nukes. So the question now becomes why? We can't make that call yet. We need more intel. How? Our source is dead. But his daughter isn't. Good thinking. We can follow her. Head for the next outpost and make contact with Amanda if she's still alive. Roger. Für mich ist dieses Spiel auch blind. Ich kenne die ganze Geschichte nicht komplett und. Ja, außerdem möchte ich das ja als Let's Play hochladen. Jetzt stell dir mal Folgendes vor. Du möchtest jetzt dir dieses Spiel geben und du schaust dir mein Let's Play an. Du willst dir in Ruhe die Story geben, du willst dir das anhören und. Und ständig hast du jemanden drinne, der dir einfach Blumenkohle erzählt. Ja, was gerade nicht dazu ist. Ich finde das gut. Warum bin ich nicht zu hören? Warum bist du nicht zu hören? Eigentlich müsste es zu hören sein. Ja gut, aber... Ja gut, selbst wenn man dich jetzt gerade nicht hört, ne? Also das kann ich gleich mal ändern. Aber selbst trotzdem möchte ich das auch mitkriegen. Wenn du mir jetzt was erzählst und ich versuche da mitzulesen, ne? Ich kann nicht lesen und dir zuhören, das kann ich nicht. Ich kann nicht beides, dann krieg ich davon nichts mit.
Ja doch, das hört sich komisch an, wenn ich die ganze Zeit die Selbstgespräche führe. Ja, natürlich, das ändere ich jetzt. Hat nur irgendwie das Fenster hier nicht richtig erfasst. Läuft das mal. Ach, deswegen, genau, guck. Warum? Was habe ich gemacht? Also ich weiß schon, was auf dich zukommt halt im Spiel. Und das sage ich ja schon mal. Du tust mir gleich leid. Ja, ich weiß, dass da ordentlich was ist. So, jetzt muss man nicht hören. Warte, Jetzt halt haben wir dämlich, wenn ich in Discord will, dann muss ich halt direkt auf den Reiter von dem Stream-Kanal draufklicken. Ich muss halt wirklich den markiert haben. Wenn ich jetzt gerade auf dem anderen drauf bin, ne, dann registriert er dich nicht. Okay, ja, ist ja kein Problem. Ja, also, wenn ich eine Mission starte, ein Missionsbriefing ist oder mittendrin irgendwas erzählt wird oder so, dann einfach deinen jetzigen Stand einfach Pause, genau auf dem Moment, Cut und dann kurz mal den Gedanken behalten und die dann gleich erzählen. Ja, alles gut. Ich finde das okay, ich mag auch die Infos und alles top, ne? Aber nicht, wenn storymäßig irgendwas passiert. Ja, ist ja kein Problem. Alles gut. Ne, ich sehe halt, ich habe gerade nebenbei bei mir über einen Emulator das Spiel gestartet. Ich habe ja mittlerweile alle Missionen gemacht und ich gucke halt mal gerade, wo du so in welcher Mission jetzt bist. Und ich sehe jetzt schon die Mission, die da noch kommt und ich sag mir, so, du tust mir schon leid. LAW, das ist jetzt so ein Raketenwerfer, ne? Ja gut, willst du den entwickeln schon? Also hilfreich Ach, der ist könnte noch er gar nicht sein. entwickelt. Na, ich entwickle alles. Wenn du noch nicht entwickeln kannst, liegt es meistens daran, weil du das Level noch nicht hast. Das wird ja auch unten, wenn du auf die entsprechende Stufe gehst, wo dieses Schlusssymbol ist, dann wird ja auch angezeigt, welche Stufe du für das spezifische Team brauchst. Ah, ich mach das schon. Daher. Aber wie gesagt, du tust mir jetzt ja irgendwie so ein bisschen leid, weil das wird dich richtig uneingetroffen erwischen. Also du kannst dich nicht darauf vorbereiten. Das ist, ja. Also lass mich machen. Ah, Schützegewehr, nehme ich gerne. Ich sag dir, nehme ich gerne. Fultonverbesserung, danke. Du, ich sag dir auch nicht, was es ist, ne? Aber ich sag nur eins. Es wird schon ein bisschen fordernd. So, Fulton-Analyse. Waffe, was haben wir da? Die M19 mit? Ich spiele die mal nebenbei, wo du noch beschäftigt bist. Ja, Schützengewehr nehme ich auch mit. Was nehme ich denn? Auch Komm, Granate nehme ich auch mit. Das arbeitet, haben wir noch was bei anderen? So, Munitionen. So, dann schauen wir mal, was jetzt kommt. Die Mission, die jetzt kommt, die ist noch machbar. Das, was danach kommt, ist ein bisschen... Ja. Oh, man kann teilweise sogar Mission mit 4 Mann spielen. Cool. Ja. Nach der letzten Mission war es halt so, dass du Missionen mit 4 Mann verrichten kannst. Commence target practice. An Zielübungsdings. Zählt nicht. Einsatzvorbereitung. Ja, eigentlich ist es ja sinnvoll, dann die Snake mitzunehmen, sondern die anderen, damit die alles so ein bisschen mitleveln. In Hauptmission geht das, glaube ich, nicht. Ja, in Hauptmission geht nicht, das habe ich schon verstanden. Ach komm, du kannst mich nicht gesehen haben. Hilfe. Ich bin nicht auf dem Zeiger. Wow. Willkommen im Skistand. Du, mecker mal mit denen, die sind gemein zu mir. Bin ich mal gespannt, was geht jetzt hier ab.
Das ist aber nur so eine Übungsgeschichte, wo du üben kannst, mit den Waffen umzugehen, die du hast. Es gibt einmal die normale Variante, wo du frei üben kannst. Und einmal die auf Zeit, wo du quasi einen Rekord aufstellen kannst. Wirklich wichtig sind diese Missionen aber eigentlich nicht. Man kann sie einfach machen. Wenn du sagst, ich möchte ein bisschen üben mit den Waffen, das Zielen üben, da sind die halt sehr gut für. Aber relevant sind die so gesehen nicht. Wenn ich die für eine Trophäe brauche, dann sind die relevant. Für eine Trophäe sind die nicht wichtig. Also, die haben mit einer Trophäe nichts zu tun. Also gibt es keine Trophäe dafür, dass ich alle Missionen beendet habe. Zumindest einmal. Die Hauptmission ja. Also für die Hauptmission gibt es alle Geschichten. Es gibt das für alle Spezialops. Das sind die Nebenoperationen. Allerdings glaube ich, soweit noch zu wissen, zählen die Trainingsmissionen, also diese Schießstandmissionen, nicht dazu. Da es Tutorial-Missionen sind. Ich mache einfach alle mit. Ja, natürlich. Aber soweit ich weiß, zählen diese Schießstandmissionen nicht zu einer Trophäe. Aber so genau weiß ich das auch nicht mehr. Ich weiß nur, dass die generellen Nebenoperationen zählen. Aber ob die Schießstandmissionen noch dazu zählen, weiß ich nicht mehr. Ich glaube, nein. Aber das muss man mal ausprobieren. Anscheinend passiert ja auch gar nichts. Also. Ja, guck mal, ich kann jetzt wieder raus. Nee, die kann ich direkt. Ja, denke ich mal auch. Aber zumindest einmal reinschauen will ich. Weil ich denke halt tatsächlich, dass diese Schießstandmissionen halt nicht zu den Trophäen dazugehören. Auch wenn es Spezialops sind, aber ich glaube, die sind halt eher nur so zum Üben gedacht. Wenn im Missionsbriefing drin steht, dass alle Missionen gemacht werden müssen, dann muss ich die machen. Zumindest einmal, um es abzuhaken. Wenn heißt alle Missionen, dann heißt alle Missionen. Ja, aber guck mal, du hast gerade das beendet, aber hast keinen Rang bekommen. Und in diesem Ding von der Trophäe steht ja entweder alle auf A oder S. Bei der hast du ja nichts bekommen. Aber sie wurde abgehakt, damit zählt ja mit zu. Ja, die zählt, aber du hast halt keinen Rang bekommen. Ich glaube, es sind nur die, die einen Rang haben, die gezählt werden. Weil ich habe ja bei mir gerade die Trophäen offen. Da steht halt alle Spezialops-Einsätze mit Rang A oder höher abgeschlossen oder mit S. Und dann gibt es eine Trophäe, da steht alle Hauptops und Spezialops-Einsätze mit Rang S abschließen. Da du ja in dieser Schießstandgeschichte keinen Rang bekommen hast, glaube ich, zählt die jetzt nicht. Ja, wie gesagt, das kann ich dir leider nicht zu 100% sagen. Ich mach sie einfach mal sicherheitshalber. Natürlich mache ich sie. Ja. Weil, so genau kann ich jetzt leider nicht sagen. Aber meines Gedächtnishaus her zählen die, glaube ich, nicht. Hast du schon mal platiniert? Ja, habe ich. Okay. Und ich habe die definitiv nicht gemacht. Das weiß ich nämlich noch. Als ich die Platin bekommen habe, habe ich diese Mission definitiv nicht gemacht. Diese Schießstandmission. Aber sicher bin ich mir da halt wirklich nicht mehr. Es ist auch länger her. Aber ich bin mir sicher, dass ich die nicht gemacht habe. Die kriegen aber richtig aufs Maul. Mal. Ne, die Kollegen, mit denen ich mich gerade beschäftige, die kriegen richtig aufs Maul.
Ja. Das war's. Hm? Du kannst natürlich in der Missionsauswahl auch zwischen den Kategorien unterscheiden, ne? Zwischen Haupt- und Nebenoperationen. Das erkennt man ja. Das, was du ja ausgewählt hast, war dieser Mix, wo quasi die Haupt- und Nebenoperationen in einem Screen zu sehen sind. Piep, 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 piep. Yay, geschafft. War das schwer. Totale Glückwunsch. Also, er muss so einen bestimmten Counter erreicht haben, um hier einen S-Rang zu bekommen oder so. Nee. Doch. Du musst. Nein, du musst keinen bestimmten Counter erreicht haben, du musst einen bestimmten Wert von Zielen, also du musst quasi die meisten Punkte bei den Zielen erreichen und das ist quasi dieser Headshot, den du bekommen kannst. Da musst du an jedem Ziel musst du einen Headshot erreichen, damit du halt die Maximalpunktzahl bekommen kannst. Das hat aber nichts mit dem Time Limit zu tun. Habe ich auch nicht gesagt. Ich habe gesagt, dass du eine bestimmte Anzahl an Zielen erwischen musst. Ja, du musst halt die Höchstpunktzahl erreichen. Das ja, ist aber auch sehr schwer, eigentlich zu erreichen, ein bisschen. Weil du musst halt jedes Ziel perfekt treffen. Einsatzvorbereitung. Snake ist am Start. Oh, hier können wir noch ein paar Waffen mitnehmen. Was habe ich denn hier für einen Schrott gekriegt, Alter? An Soldaten. Das kann ich aber nicht gebrauchen. Ja, dann seid ihr eben entlassen. Was? Survival. Survival. Ja, diese Kommunikationsgeschichte brauchst du eigentlich eher nur für den Koop. Die sind halt für einen Singleplayer komplett irrelevant. Weil du kommunizierst ja mit niemandem. Und ja. Ich hätte es cool gefunden, wenn du diese Kommunikationsgeschichte auch irgendwie im Singleplayer hättest einbinden können, aber ja. Das war Konami eben. Im Grunde ist diese Kommunikationsgeschichte im Singleplayer komplett nutzlos. Ich hätte es cool gefunden, wenn du das zum Ablenken von Feinden benutzen hättest können, weißt du? Quasi wenn ein Feind in der Nähe ist, du dann quasi diese Kommunikation... Ja, wenn du diese Kommunikationsgeschichte benutzt und auf einmal damit quasi einen Feind ablenkst. Das wäre cool gewesen, aber... Ja. Leider nicht. Vor allem, wenn du alleine spielst, wirst du einige Gadgets nicht nutzen können. Es gibt eine Waffe, die ist verdammt stark und auch sehr, sehr effektiv, aber die kannst du alleine nicht nutzen, weil du dafür einen Koop-Partner brauchst. Und es wird wahrscheinlich kein Spoiler sein, weil du sie ja eh nicht nutzen kannst. Es ist die Railgun. Die Railgun kannst du dann freischalten. Dann muss der eine quasi die Energie kurbeln und der andere benutzt dann die Waffe. Verstehst du? Mhm. Das ist halt alles nur im Koop möglich. Oder die Tarnwaffe, die ist halt nur im Koop effektiv.
Weil du kannst den anderen, der dann spielt, quasi, der dann vorausgeht, mit dieser Waffe unsichtbar machen und wird dann nicht entdeckt. Das sind halt Waffen, die halt allein nur auf Koop ausgelegt sind. Irgendwie schade, aber ja. Ja, dann holen wir das Spiel für die PlayStation 3 und dann können wir das gerne auch zusammen spielen. Ursprünglich war das ja für die PSP, das Spiel, wenn man davon ausgeht. Aber ja, dann wurde es auf die PS3 geportet. Wie gesagt, ich kann meine PS3 aktuell noch nicht nutzen. Gründe. Auf jeden Fall, ja, das sind halt so Koop-Sachen, die ganz nettere Spielereien sind. Aber wirklich effektiv sind sie ja natürlich auch nicht. Das sind halt einfach nur so Sachen, wo du sagst, ja, das sind so Fun-Sachen. Weil wie gesagt, die Tarnwaffe, du machst halt einen Koop-Partner einfach nur für ein paar Sekunden unsichtbar. Und das hält wirklich nicht lange an. 3 Sekunden ungefähr. Für 3 Sekunden machst du den anderen unsichtbar. Danach ist er wieder sichtbar und ja. Und die Waffe braucht natürlich eine Zeit, bis sie wieder aufgeladen ist. Also eigentlich nutzlos in dem Sinne. Aber ja. Und die Railgun, klar, du hast jemanden, der kurbeln muss. Das alleine schon ist ein Problem, weil bevor du feuern kannst, muss der hinter dir stehen und erstmal diese Kurbel betätigen. Erst dann kannst du schießen. Finde ich ein klein wenig nervig. Vor allem, wenn du derjenige bist, der schießt. Du musst halt warten, bis der aufgeladen hat. Aber ja. Es gibt halt so einige Sachen, die halt komplett auf Koop basiert sind. Ja, wie gesagt, hol dir die PS3-Version und wir können es gerne spielen. Ich habe die PS3-Version, nur funktioniert meine PS3 nicht. Mhm. Ja, kümmere dich darum, dass sie wieder funktioniert. Und sammelst immer wegen dem Netzteil. Ich hab schon mal gedacht, guck bei eBay, da kriegst du für ein paar Euro ein Netzteil. Ja, ich habe mir auch eins abgespeichert, kann man halt irgendwie nie dazu es zu kaufen. Weil immer irgendwas anderes dazwischen kommt. Müssen wir irgendwann gucken, dass ich mir das hole, dann baue ich das ein und dann funktioniert die auch wieder. Ah, jetzt läuft das Projekt. Zumindest Naja. erstmal für eine Woche. Ja, du wirst es ja jetzt nicht in einer Woche durchspielen können. Das kann ich auf jeden Fall sagen. Ja, ich habe auch gesagt, erstmal für eine Woche. Ja, ja. Da gibt man so diese Koop-Geschichten, die werden später halt erst sehr, sehr relevant. So für den Anfang sind die Missionen also ganz einfach alleine machbar. Daher, ja. Mal gucken, dass ich dieses Jahr die PS3 von mir noch repariert kriege und dann kann ich hier gerne helfen. Dieses Jahr habe ich gesagt. Ja, also dieses Jahr. Noch. Also jetzt nicht gegen Ende des Jahres, ich denke mal so, ja. Muss man einfach mal gucken. Oh, cool, neue Fultons. Ja. 5 Stück. Ich gerne mit. Die Koop-Geschichten sind halt gegen Ende eher so ein bisschen relevanter. Also, was heißt gegen Ende? Fast gegen Ende. Also so für die Nebenoperationen oder so ist es eher so ein bisschen. Ein Pappkarton für 2 Personen. Juhu! Also Hauptmissionen sind alle easy alleine machbar. Alle. Sogar die letzte Mission ist easy machbar. Alleine. Aber so die Nebenoperationen, da ist es halt effektiv, wenn du Leute hast, die dir helfen. Aber wieso? Selbst jetzt, wenn man 2 Missionen machen kann. Wäre doch sinnvoll, wenn wir jetzt schon zusammen reingehen können. Dann kann man schnell die S-Dinger holen, muss sie ständig wiederholen.
gut. Kommt halt, wenn du im Koop bist, drauf an, wie schnell man ist in den Missionen. Wenn du Tigerstreifen. halt, Guck mal, ich wenn hab du das halt, Schlüpper gefunden. wenn du beabsichtigst, alle Soldaten mitzunehmen wegen den Rängen, dann dauert es natürlich ein bisschen länger. Und auch im Koop gibt es dann natürlich dann nochmal Rangabzug wegen, was weiß ich, weil man vielleicht ein bisschen zu langsam war oder weil man vielleicht entdeckt wurde oder sowas. Ja, ne? Ein Amphibienfahrzeug. Es ist keine Garantie für ein S-Rang im Koop. Nein, aber es wird einfacher. Was man mitnehmen kann, kann man mitnehmen. Ja, genau. Oh, den Kampf freue ich mich schon bei dir. There's no way around him. You up for this, Snake? Weil ich halt weiß, was... LAV, Typ G. Ich habe mal geguckt, ne? Im Real Life mit dem Panzer oder Panzerfahrzeug. Es gibt mehrere Typen von diesem Fahrzeug. Das, was du da hast, ist der Truppentransporter. Es gibt aber noch ein... Wie hieß der? Das ist ein Typ E-Panzer. Ich komme gerade nicht drauf, aber auf jeden Fall, es gibt mehrere Typen. Und die sind auch verdammt zäh in Wirklichkeit. Also so Truppentransporter, bewaffnete Truppentransporter sind nicht ohne. Kantinenteam. Servieren Oh ja. Sie Essen und verbessern Sie die Nahrungsmittelversorgung. Darüber hinaus können Sie wirksame Heilmittel entwickeln. Sehr Upgrade, wichtig. Snipergewehrs, Upgrade, Rauchgranate, dankeschön. Fulton, Rang 2, das heißt, ich kann mir mitschleppen, danke. Parameter sind aufgrund von gewonnener Erfahrung in der Kampfeinheit gestiegen. Die Moral des Personals sinkt. Weisen Sie Kantinenpersonal zu, um sicherzustellen, dass die Nahrungsmittelversorgung 100% oder mehr beträgt. Was? Die wollen Essen bei mir? Was bilden die sich ein? Ist sehr, sehr wichtig, weil je höher die Moral ist, desto mehr Erfahrung bekommen die sogar also das Kampfteam bekommt mehr Erfahrung. Je nachdem, höher- je nach Personalmenge auf der Motherbase müssen sie genügend Proviant bereitstellen. Ihre aktuelle Proviantvorräte werden durch Nahrungsmittel auf dem Bildschirm oben rechts dargestellt. Wenn die Menge an Nahrungsmitteln mehr als 100% beträgt, steigt die Moral der Soldaten, sodass sie ihre Eignungen übertreffen. Genau, Für das die meine ich. Menge an Nahrungsmitteln dagegen unter 100% sinkt die Moral. Wenn die Moral zu sehr sinkt, kann dies dazu führen, dass Soldaten desertieren und letztendlich die Motherbase verlassen. Genau, Indem sie darauf die muss- Kantinenteam gutes Personal zuweisen, gewähren sie, dass alle reichlich zu essen bekommen. Damit ist das Tutorial beendet. Du musst mich schon zu Ende reden lassen. Nee, ich bin doch gerade am Lesen. Ich muss das erstmal kennenlernen. Also, wie wir ja erfahren haben, je höher dein Nahrungsmittelwert ist, desto besser entwickeln sich deine Soldaten und bekommen quasi einen Werteboost. Fällst du aber dementsprechend runter, verlieren die quasi ihre Moral und haben dann irgendwann keinen Bock mehr und sagen, ich verlasse die Motherbase, kein Bock mehr hier. Darauf solltest du halt auch achten können, weil, ja, die sind halt sehr, sehr, sehr anfällig dafür. Ich verstehe gerade nicht, was du machst. Du tust sie alle gerade in den Wartebereich, oder? Ich weiß. Ja, perfekt. Achso. Ja, jetzt hast du einen Nahrungsvorrat von 205%. Das heißt, du liegst über dem Wert von 100 und dadurch bekommen deine Soldaten einen massiven Werteboost nach jeder Mission. Das wird unbedingt nicht als Benachrichtigung angezeigt, sondern das passiert einfach im Hintergrund. Mhm.
wenn die dann ein Level quasi aufsteigen, dann bekommst du erst eine Benachrichtigung, die Werte deines Soldaten sowieso aus dem Bereich Kantine oder sonst was haben sich verbessert. Das kommt immer dann, wenn halt wirklich der Rang sich verbessert hat. Und dadurch bekommst du natürlich auch Zugang schneller zu Equipment, Waffen, Nahrung, die du mit auf Mission nehmen kannst. Also Heilmittel. So, was haben wir jetzt? Zielübung haben wir wieder. Treffen Sie alle Ziele in der Versorgungsanlage von nur Einzelspieler. Zeitlimit 1 Minute. Commencing training. Genau, das ist eine Schießübung, aber die wird, glaube ich, bewertet. Das heißt, die musst du machen. Die bekommt, glaube ich, noch eine Bewertung. Die kannst du auf S schaffen, glaube ich. Aber dafür musst du halt jedes Ziel perfekt treffen. Allerdings bin ich dafür zu blöd. Ich habe es nur einmal hingekriegt. Das war in dem Moment, wo ich halt die Platin bekommen habe. Aber danach Kann man nur 2 Hauptwaffen mitnehmen oder was? Im aktuellen Anzug, den du trägst, ja. Später bekommst du einen, mit dem du 3 Waffen tragen kannst. Aber den schaltest du erst später frei. Ich habe mich gerade gewundert. Ich versuche die ganze Zeit die Waffen reinzurücken, aber das geht gar nicht. Also mit dem Outfit, den du jetzt hast, kannst du aktuell nur 2 Waffen mitführen. Ja, ich fahre gleich zu Gucci und kaufe mir ein neues Outfit. Das ist ja gut. Hab schon verstanden. Ja, aber das Outfit, womit du später 3 Waffen mitnehmen kannst, das bekommst du erst recht spät. Das bekommst du halt wirklich recht spät. Und hier ist es wirklich gut, wenn du Kopftreffer landest, so wie du es... Ja, den hast du versemmelt. Was hier? Ja. Ich glaube, einmal daneben schießen ist nicht so schlimm. Aber wenn du die anderen noch perfekt schaffst... Ach komm, der war doch drin. Ja, machen wir gleich nochmal. Also, machbar. Aber ich glaube, das wird noch ein S. Komm. Das müssten alle gewesen sein, oder? Weißt du nicht, das ist alles so schief. 2 von 12? 2 von 12? Fehlen noch 2? Kann sein. Ja, da ist noch einer. Fehlt noch einer. Kann ich den hier irgendwie neu starten? Ja. Einmal auf dieses also Fenster neu starten. Danke. Selbst wenn du 2 Ziele oder so daneben geschossen hast, glaube ich, wird das auch noch ein S. Bei mir gibt es nur Perfektion. Für Big Boss, da muss jeder Schuss sitzen. Muss meinem Namen gerecht werden. Ah, Mann! Ich werde meinem Namen nicht gerecht. Ach komm, das eine Ziel da. Das wird jetzt nicht so schlimm sein. Du musst eine andere Pistole ausrüsten, die schneller schießt. Oh, noch einer. Hinten der. In der Ecke da. Na, wo der Dings ist. Ja. Andere Seite. Oder ja, da. Ja, ich lauf doch. Alter Mann, ist kein D-Zug. Ich bin schon weit über 60. War der in dem Spiel über 60? Nein. 60, 70 muss er sein, so schnell, so schnell Metal Gear Solid 4. Ich glaube, hier müsste er schon etwas über die 30 sein. In Metal Gear Solid 4 war es ja nicht Big Boss, da war es ja Solid Snake. Das ist ein Unterschied. Solid Snake war ja der Klon von Big Boss. Ja, und in der Endszene. Aber ich glaube, Big Boss war in dem Spiel schon über 50. Und in Metal Gear Solid
5 war der, glaube ich, schon so knapp an den 60. Ja doch. Müsste irgendwie so sein. Oh, will ich Das nochmal hab ich gar nicht- probieren. Diesmal mit einer Waffe. Das habe ich gar nicht gesehen, welchen Rang du hattest. Ah. Okay. Willst du Ja, nochmal was- probieren? Da krieg ich doch hell. Warst du wahrscheinlich ein Tick zu langsam, oder? Ja, ich brauche halt noch Waffe. Komm, hier nehmen wir. Die hat nämlich jedes Mal diese Ladeanimation, weißt? Nimm doch einfach das Sturmgewehr mit. Ja, damit triffst du doch nicht. Ja doch. Ja, nee. Damit hast du aber diese Ladegeschichte nicht, oder? Du musst Ja, auch mit der Waffe- mit der Pistole auch nicht. Ach, scheiß drauf. Scheiß drauf, Mann! Hit the targets as fast and as accurately as you can. Oh, das war eng. Zack. 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 2. Welcher fehlt mir? Ah. Scheiße. Letzte ging daneben. Mission complete. Great job. Dankeschön. Siehste, lass Biggie mal machen. Warst du schnell genug und hast genug Punkte gehabt. Das war gut. Das ist die Frage, woran hat gelegen? War not gelegen. Ja. So, da wollen wir die Panzerfahrzeuge machen. That's an armored vehicle unit, Snake. So, Either erstmal destroy the zuhören. vehicle or neutralize the soldiers. Take it out. Guck mal, hier wäre ja zum Beispiel 4 Mann, da könnten wir doch richtig geil aufteilen. Wenn ich den Tipp geben darf, niemanden töten. Das sowieso Und? nicht. Und ich nehme einen Granatwerfer mit. Und am besten das Fahrzeug nur beschädigen, also nicht zerstören, sondern beschädigen, sodass der Kommandant sich zeigt und du ihn dann mit dem Betäubungswaffe außer Gefecht setzen kannst, dann bekommst du sogar das Fahrzeug. Das heißt, Okay. du bekommst einen Anfall. Also das finde ich wiederum jetzt einen guten Hinweis. Da hast du mir jetzt nichts gespoilert, ich habe einen Hinweis und weiß jetzt einfach, wie ich das machen kann. Genau. Das sind so die Infos, von denen ich geredet habe. Ich habe das Spiel so dermaßen gesuchtet damals. No need to Also take out the armored erstmal die vehicle Soldaten, just yet. also sind Neutralize the Ein Stück. troops first. ja, The accompanying aber der hat noch soldiers are armed to the Verstärkung teeth. dabei. Watch yourself. Lass mich überlegen, es müssten 8 insgesamt sein. Not enough 8 room. Soldaten. We'll keep it here at the 4, base. die er jetzt draußen hat und 4, die er noch drin hat. Ach, die sind Wenn er die gepanzert. Ach Gott. Genau, genau. Einfach auf den Körper schießen. Das Zeug wirkt schon. Okay. Oh, scheiße. Das ist nicht so schlimm. Klopf, klopf. Auf jeden Fall, wir sind insgesamt 8 Soldaten plus Kommandant. Also wenn du die 8 ausgeschaltet hast, musst du den
Panzer beschädigen, am besten die roten Kanister, die der hat, beschädigen, dass die explodieren. Dann kann er nicht weiterfahren und er muss sich zeigen. Das heißt, du hast die Möglichkeit, ihn dann abzuschießen mit der Betäubungsmunition. Dadurch bekommst du ihn und das Fahrzeug. Die Soldaten solltest du ausholen, obwohl. Sonst spawnen die anderen. Ja, ja. Oh nein! Fuck. Das ist immer wieder denselben. Ja, ich muss mich dran gewöhnen. Lass mich in Ruhe, ich bin ein alter Mann. Alles gut. Mache ich auch immer wieder den Fehler, wenn ich ein Spiel spiele. Da will ich die extrahieren, habe aber dann was anderes ausgerüstet, als ich sollte. Die anderen hast du noch nicht rausgeholt. Ja, ich komme halt nicht ran wegen dem Panzer. Rüste deine Ration aus. Das tankt das schon. Bessere Idee, ich schmeiß eine Stinkerstange. Kann nämlich nicht sehen. Oder eine Rauchgranate. Ja, ist auch eine Idee. Ich muss halt warten, bis er die anderen rauslässt. Hinten. Das bekommst du mit, wenn er dann sagt, dass sie halt, dass er Backup rausschiebt. Also du solltest am besten das Fahrzeug nicht zerstören. Ja, du hast so gedacht, ich soll da rausschießen. Ich mach's doch. Ja, ja. Nur halt, wenn du es zerstörst, ist ja die Mission vorbei, aber du bekommst das Fahrzeug nicht. Das kann später wichtig werden für andere Missionen. Die aber nichts mit deiner Hauptmission zu tun haben, aber die trotzdem für eine Trophäe wichtig sind. Oh ja, jetzt habe ich seinen komischen Kanister kaputt gemacht. Ja, jetzt einfach warten, bis er die Soldaten rauslässt, die betäuben, dann mit Fulton rausholen und warten, bis er sich zeigt und dann kannst du ihn abschießen und dann war's das. Aber ich glaube, fahren kann er nicht mehr, ne? Doch, nach einer Weile fährt er wieder. Kannst sogar Leben regenerieren, wenn du in der Hocke bist und dich nicht bewegst. Dauert halt eine Weile dann. Okay, jetzt schickt er seine Truppen raus. Hier nimmt er jetzt komplett die Sicht. Das ist jetzt nicht so gut. Kann auch sein, dass er die eigenen Truppen überfährt. Hat er gerade gemacht. Ja. Das zählt aber für dich nicht als Kill. Das ist ja schon mal gut. Wenn er sie selber tötet, zählt das für dich als Non-Kill. Der zeigt sich auch nur, wenn die anderen Soldaten nicht mehr auf dem Feld sind. Also wenn keiner von denen mehr da ist. Erst dann zeigt er sich. Lauf! Mein Po! Er macht quasi das feige Würstchen. Warum soll ich jetzt auch auf ihn schießen oder warten? Du sollst auf ihn schießen. Ja, aber er ist doch fast tot, deswegen frage ich doch gerade. Dass ich auf ihn schießen soll, ist mir klar. Ja, guck, jetzt guckt da jemand raus.
Am besten auf den Kopf schießen. Ja, ich versuch's doch. Ich hab keine Munition mehr. Oh. Ah, er hat einen Hit, ich muss nur warten, bis er einpennt. Nee, das passiert nicht. Du musst gucken, ob du irgendwo Betäubungsmunition findest. Die liegt irgendwo rum. Irgendwo auf der Karte liegt noch Munition. Die musst du irgendwo aufsammeln. Raketenwerfer, die brauche ich nicht. Es gibt dann nämlich Spots, wo Munition liegt. Auch keine Munition. Ansonsten musst du den halt töten. Dann bleibt dir nichts anderes übrig, als mit dem Raketenwerfer drauf zu schießen. Na dann gibt's da nichts mehr, dann musst du ihn töten. Ich bin noch nicht fertig mit gucken. Oder du musst ihn dazu bringen, dass er diese Kiste, wo du bist, zerstört. Da könnte Munition drin sein. Ist er hier? An der du stehst, ja. Und wie soll er die kaputt machen? Indem er gegenfährt. Also das kaputt machen kann ich doch mal so probieren. Ja, ich glaube nicht, dass es einen Effekt hat. Wobei, du beschädigst dich schon. Okay. Da würden wir... Okay, da war nichts drin. Manchmal kann es vorkommen, dass da drin was spawnt. Ja. An Munition. Aber das ist halt Zufall. Ach komm, nochmal Neustart. Na, dann schieß einfach auf ihn, dann beendest du die Mission. Ja, ich will das Auto raus haben. Du hast jetzt die ganze Zeit, hol das Auto raus, Der funktioniert das, ne? Jetzt sag ich, jo, gut, mal einen Neustart. Nee, dann ja, beende doch einfach. Nein. Ja, wenn, dann will ich es richtig machen. Weil dir die Munition... Vor allem in dem Krater, der da vor dir ist, da müsste Betäubungsmunition liegen. Die hattest du am Anfang direkt aufgesammelt. Wenn du die da liegen lässt, dann hast du halt Backup-Munition. Ich glaube, das ist Betäubungsmunition, aber ich bin mir nicht mehr sicher. Das müsste Betäubungsmunition gewesen sein. Weil ich wenigstens drauf achten muss. Enemies close. What is it? Enemies close. Next. Nicht drüberfahren! Wash! Naja, wenn du sie halt ausschaltet, ist es halt ein Problem weniger, ne? Ja, ich will sie doch mitnehmen. Ich sollte mir nicht kaputt fahren. Ich brauche doch Leute. Und die sind bestimmt gut. Ja, die in der Mission sind nicht so gut. Generell die Mission ganz am Anfang, da sind halt die Leute noch recht schlecht. Aber klar, musst du die mitnehmen, weil du kriegst sonst nichts anderes. Ja, guck mal, jetzt schickt er den schon raus. Genau. Ich würde mal nachladen. So. Bitte los. Ah, da hat noch einer. Einer ist doch noch.
Ja, er schießt einfach auf seine eigenen Leute. Was er denn für ein Arsch? Und versuch am besten, wenn du gerade niemanden rausnimmst, deine Ration auszurüsten, weil wenn du Schaden nimmst und dein Leben auf Null sinkt, nimmt der automatisch wie in jedem Metal Gear Teil automatisch die Ration. Das heißt, du rettest dir quasi. Das ist mir bewusst. Aber danke für den Hinweis. Ja, weil ich gesehen habe, du bist mit der Ich brauch doch noch nicht. Alles gut. Alter, Digga, jetzt halt doch mal an. Keep rations equipped to automatically recover life when it reaches zero. Alter, Snake, kannst du nicht zielen? Danke. Leaders out cold. Bring him in. und somit hast du das Fahrzeug und ihn. Das wird dir auch gleich nochmal angezeigt. Hui. So, komm mal. Kampffahrzeug. Einsatz beendet. Hui. Genau. Alter, das würde ich so ziemlich gar nicht machen wollen. Und mich dann die Luft cheaten lassen oder vom Flugzeug aufsammeln lassen. Alter, ich würde so schreien. Ich würde so schreien. Mein Bruder ist total am Ragen gerade. Warum? Ja, der spielt World of Tanks. Kann er doch gar nicht. Ja, doch. Ja, nee. Ja, wieso denn nicht? Ja, wenn er am Rumragen ist, dann kann er es nicht. Das müsste er nicht rumragen. Ja, der raged doch für jedes bisschen. So. Guck mal, ein Riesentäpfchen. Der geht jetzt voll in den Arsch. Hast du gesehen? So. Ja, die hat ein Zäpfchen gekriegt. Gleich. Aua! Aua! Den habe ich ja bis hier gespürt. Amanda! Amanda! Shoot it! She'll fall! Shoot el Chico Libri! Die Frage ist, worauf schießt du gleich? Auf die Drohne. Sicher nicht auf Amanda. Und jetzt sollte zu Bäumen schicken. Aber ich sehe keine Bäume. Er hier? Entscheide dich. Ja, hab ich doch. I will take my own life before I sell out my compass under torture. Au, 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 au. Aua! War das jetzt richtig? Ja. Es gibt kein Falsch bei der Szene. Du kannst entweder auf die Flugeinheit schießen, dann kriegst du die Szene, die du jetzt hattest. Na, warte Oder kurz. Warte kurz den Gedanken. Can you roll me one? Tobacco. Yeah. Chico. Hold still. I treated him like a kid again. We fought. I didn't want Chico to know. Kept it a secret. Somoza's Guardia chased us out of Nicaragua. Across the Rio San Juan. And we ended up here. The only reason we've been able to keep on fighting. Amanda, The factory. You saw it? the banana factory. A front. It's a drug refining plant. The KGB set it up for us to run. We
use the income to buy food and weapons. Mi viejo never said a word, but we all knew. Everyone except Chico. Everything we have, our weapons, our compass, he brought it all together. We were going to rebuild our country. Rebuild Nika with our own hands. Even if we had to dirty our hands to do it. But it's all over. We lost our cacique. Papa. I could never replace him. Now they've taken the plant from us too. There's no place left to regroup. No way to fight la revolución. Viva Revolution! I rolled you one. What about you? You're going after that cargo? Yeah. Must be important, Looks that way. It looks like it could be nukes. What? Nukes? Madre de Dios. No time to waste. We must get to Irasu. The transport route leads there. It must be where they're holding Chico and my compas, too. Whenever Chico and I argue, he goes off to be by himself. That's why he knows more than anybody about their bases. Chico. You're pretty worried about your baby brother. This is why I'm not fit to be a leader. Fine. It's a little bit out of my way, but just tell me where I need to go. There's a prison up in the mountains. That's probably where he is. A prison in the mountains. You must do something for me. If you can't save Chico, I want you to ease his pain, end his humiliation. If he gives in, if he's about to sell out his compass, please, at least let him keep his honor. That's a promise I can't make. Why? Amanda, we gave up our homes, but we're still alive. We're still fighting. And there's always another reason to keep on living. I feel alive again. Amanda, join my unit until you've healed up. Your unit? Yeah, Who are you? Why are you here? I'm Snake. Serviente. Snake? Was meint er mit Serviente? Could it be? Ich glaube, das ist das andere Wort für Schlange, für Snake. Achso, Has come to lead us. Spanisch? Ja, glaub schon. Müsste halt in deren Sprache Schlange bedeuten. Ich glaube, die sprechen Spanisch. Nö. Ich weiß nicht, was für eine Sprache in Costa Rica gesprochen wird. She's wounded. Acknowledged. Kaz, the cargo on the barge. Ich kann es aber eben nachgucken, It's warte. headed for the mountains. You think that's where they're taking the nukes? I'm Venom Snake, schön, dass du da bist. Moin Moin, ich begrüße dich. Und ja, Spanisch. Okay, ja, sehe ich auch gerade. Mecha-Jäger.
Guck mal, ich glaube, jetzt habe ich sogar eine Trophäe dafür gekriegt, dass ich ihn rausgeholt habe. Siehste. Mhm. Zustand 58%. Was ich sagen wollte, war, dass wenn du dich dafür entschieden hättest, die Drohne abzuschießen, wäre sie direkt runtergefallen und die Cutscene wäre quasi schneller zu Ende gewesen. Ah, okay. Also du hättest dann quasi gesehen, wie sie runtergefallen wäre und dann wäre das Gespräch jetzt gekommen. So hast du halt noch gesehen, wie sie quasi auf die Drohne selber schießt. Mhm. Mehr ist das nicht. Warte kurz. I set Amanda up with her own frequency, so call her anytime you need to. If you have any questions about American bases or mercenary units, or about El Frente, just ask. And please, do not forget my compass and Chico. Don't worry. It's good to be working with you, boss. Snake, we can monitor her condition in sickbay. Remember to assign roles to any Jetzt schalten wir die POWs you bring back Krankenstation to frei. Mother Base. How this outfit gets built depends on who we assign to what jobs. That'll determine how Mother Base grows. It's one of your most important roles, boss. Yeah, I know. Jetzt kannst du weiter sagen. Boss, Also wie one more gesagt, thing. das hat halt keinen It's wirklichen about Unterschied. sickbay. Deshalb nur die Naturally, we Cutscene can ist ein use it bisschen for länger. the sick or injured like we did with Amanda. But we can't expect people to get better without the proper treatment. Uh-huh. So I figure we'll need a medical team for that. The number of team members and their abilities will determine how quickly the sick and injured heal. They can also monitor everybody's health. Right. Prevention is the best medicine. You got it. Remember to wash your hands often and gargle twice a day, boss. If only I had the time. Spezialbereich ist eingetroffen, nett. Das ist wahrscheinlich unser Medic-Team. Ich bin aber um 20 Uhr dann erstmal raus. Ne? Okay. Ja, man muss noch Vorbereitung für morgen treffen. Mech könne nur unter F und E Mechs angesehen werden. Medizinisches Team. Durch Behandlung und Untersuchung erhöhen sie die Widerstandskraft des Personals gegen Krankheiten. Sie können außerdem stärkere Betäubungsmittel entwickeln. Sehr schön. Behandeln sie Krankheiten, Wunden und PTBS. Was ist das denn? Also PTBS ist posttraumatisches Ach so. Belastungssyndrom. Ach so. Also quasi Chips. Musst du dir halt so vorstellen, wenn jemand irgendwie was Ich weiß, was das Dramatisches ist. erlebt hat, ja, dann hat er halt Träume und sowas davon und Angstzustände. Das wird dann da behandelt. Dank der Bemühungen des Personals konnten sie eine neue Anlage bauen. Zustand ist sogar verwundet und wurde verlegt in die Krankenstation. Bekomme wegen starker Feindseligkeit im Bau die Gelegenheit, die Station zu überdenken. Die Situation. Bekommen wegen starker Feindseligkeit im Bau. Alles klar. Geht mal da rein. Also die gehen halt ins Gefängnis. Habe ich verstanden. Hier, Da Mechs. Da haben wir ihn. dürfen wir drüber nachdenken. Genau. Der wird dann repariert mit von Zeit zu Zeit, je mehr Missionen du machst, und dann ist er auf 100% wieder. Möchten Sie medizinisches Tutorial? Also eigentlich nicht. Da ist er, erklärt sich eigentlich selber von selber. Richtig. Leute, die krank sind, werden dann auf die Krankenstation verlegt. So, die gehen erstmal alle einmal in den Wartebereich. Dann sortieren wir einmal neu um. Das sind alle gleichen. Du musst die nicht alle unbedingt markieren. Wie mache ich es denn? In den Wartebereichen, meine ich. Musst du die nicht alle markieren, du kannst einfach auf automatisch. Also die da sind, kannst du lassen. Nur die dann im Wartebereich sind. So. Genau. Haben wir jetzt noch irgendwas an neue Erforschung? Nö.
Projekte? Ja, hier. Bei dem Bereich, wo dieses gelbe Symbol mit diesem mit dem Schraubenschlüsselsymbol ist, da werden dann immer die neuesten Sachen angezeigt, die du dann entwickeln kannst. Du kannst natürlich in die verschiedenen Bereiche reingehen und wieder da gucken, aber ich habe es immer so gehandhabt, dass ich in den Bereichen ganz hinten auf dieses vorletzte Ding gegangen bin und dann werden mir da halt die Sachen angezeigt, die ich entwickeln kann. Ja, genau, das habe ich mir auch gerade so gedacht. Mhm. So, da haben wir eine neue Zielübung. Und treffen Sie alle Ziele im feindlichen Basis von Rio del Jade. Rio del Jade. Genau. Das ist halt, glaube ich, der Bereich, wo du halt diese Hütte hast. Oder? Jade. So, dann brauche ich wahrscheinlich hier wieder meine Pistol. Ja, Ziele schießen, dies, das. Ui. Ja, was macht denn hier oben? Erstmal nachladen. Das läuft richtig gut, ne? Mhm. Also von da oben kannst du halt alle Ziele wirklich genau treffen. Und natürlich wieder ganz lässig wegfliegen. Ja. Alter, wie der da so entspannt sein könnte, Alter. Wenn ich da hochgeflogen werde, ich würde schreien. Ich sehe aus dem Leib schreien. Aber wusstest du, dass es dieses Fulton-Rettungssystem wirklich gibt? Deswegen sage ich ja, dass ich das nie machen würde. Aber das ist nicht so, wie es da dargestellt wird, dass du auf einmal ruckartig nach oben gezogen wirst. Das ist quasi wie so eine so eine leichte Luftballonfahrt. Du hängst dich da dran und wirst ganz langsam hochgezogen. Okay. Ja gut, da gibt's Also Sinn, ne? Wäre ja komisch, wenn der Ballon dir einfach so in die Luft reißt. Weil so wie es da dargestellt wird, ist es nämlich nicht. Du aktivierst dieses System, es füllt sich dann der Ballon und dann wirst du ganz leicht, es sind aber anstatt wie hier ein Ballon sind glaube ich 4 Ballons. Die werden mit diesem Gas gefüllt, das dann aufsteigt und dann wirst du ganz langsam nach oben gezogen. Und dann nur zu einer bestimmten Höhe, wo du dann quasi vom Hubschrauber aus, je nachdem, wenn die dann an der Position sind, wirst du dann reingezogen und dann bist du drin. Würde ich trotzdem nicht machen wollen. Ja, aber du wirst nicht ruckartig hochgezogen, ne? Du kriegst ja dadurch keinen Schock. As I'm sure you know from experience, it's completely harmless. After all, you won't have time to sit there and convince every single one of them to join. One other thing, Snake. Amanda. Those CIA bastards confiscated some of the houses in the village. Chico's got to be inside one of them. Houses, huh? How do I tell which ones? When they took over the houses, they installed new front doors for security purposes. The new doors are blue, with peepholes, so you can see what's inside. Blue doors. Got it. You're getting close to the end of the transport route. Good luck, Snake. So. Ja. Ein Tipp für den Einsatz. Ja, bei dem Einsatz ist es eigentlich ganz easy. Du solltest nach der Tür nach der blauen Tür Ausschau halten, ne? Ja, meine Frage war, ob du einen Tipp hast. Irgendwo, was ich mitnehmen soll oder so. Eigentlich nicht, nö. Also ganz normal, so ausgerüstet. Also es ist ja nichts, wo du was Spezielles mitnehmen musst. Also einfach nur die Gegner ausschalten, eventuell rausnehmen und dann in diesem
Abschnitt, wo du hin musst, nach einer blauen Tür gucken. Chico's in a prison camp. Es kann sein, dass da mehrere blauen Türen sind. Die musst du abklappern. Aber in irgendeiner wird dann Chico sein. Das ist aber natürlich random. Das heißt, es wird nicht immer dieselbe Tür sein, in dem er dann ist. Es wird unterschiedlich sein, wenn man die Mission mehrmals spielt. Start talking. Was bringt eigentlich das Talken? Bis jetzt hat mir das noch gar nichts gebracht. Was? Das Talken mit den Leuten. Ja, es bringt eigentlich auch nichts. Manchmal sagen sie dir, wo du Munition finden kannst und sowas. Aber wirklich nützlich ist das nicht. Das kann ich dir schon mal sagen. Also wirklich brauchen wirst du es nicht, weil sie dir nur Locations von Munition oder Dokumenten verraten können. Klar, Dokumente kannst du mitnehmen, da sind dann Waffen und sowas drin als Information. Aber so Locations, wo Munition liegt und sowas, das wirst du eigentlich nicht brauchen. Aber was du gebrauchen kannst, und das ist ein sehr, sehr hilfreicher Soldat, der kommt aber, glaube ich, ein bisschen später, ist Hideo Kojima. Okay. Den kannst du bekommen. Da geht es dann um Laster, die du durchsuchen musst. Du bekommst aber dann ein Kennzeichen genannt, das du suchen sollst. Wenn du das aber nicht direkt suchst, sondern erstmal die anderen Laster durchsuchen kannst, schaltest du damit Hideo Kojima frei. Den bekommst du für deine Einheit und der ist sehr, sehr hoch. Der hat, glaube ich, einen S-Plus-Rang in einem Bereich und ja, der ist sehr, sehr gut. Ich glaube, das war sogar Intel. I don't know. Ich weiß es gar nicht mehr, welchen Bereich der war. Auf jeden Fall, den kannst du dann gut zuweisen. Da liegt ein Gefangener, den würde ich auf jeden Fall mitnehmen. Ja, natürlich nehme ich ihn mit. Ich nehme alle mit. Kommen alle zu mir nach Hause. Sofern es deine Fulton-Ballons mit zulassen. Du hast nämlich nur noch 6 Stück. Ist ein Sniper da oben auch? Ja, ne? Den kannst du so nicht mitnehmen. Dafür brauchst du später eine spezielle Waffe. Ach so, eine Pistole, mit der ich dann Fulton rausschießen kann, wa? Nein, es ist keine Pistole. Ja, so ein Fultonwerfer halt. Ja, genau. Den wirst du freischalten müssen. Also ist eher ein Raketenwerfer, aber okay. Aber wie gesagt, später, wenn du halt, da kommst du relativ schnell noch hin, sollst du Laster untersuchen und in einem von diesen Lastern ist dann Hideo Kojima. Ja, nicht dieselbe Tür. Ja, ich weiß. Aber wenn ich nicht höre, was der sagt. Er hat nur gesagt, dass er nicht da ist. Ja, habe ich nachher auch mitgekriegt. Auf jeden Fall wird der Laster sehr auffällig sein, in dem du eigentlich suchen sollst. Den dann erstmal ignorieren und die anderen Laster durchsuchen. Und dann in irgendeinem war nochmal Hideo Kojima drin und den nimmst du dann einfach automatisch mit. Der sammelt den dann auf. Das Coole ist, Snake antwortet auch noch darauf. Mr. Kojima. Das finde ich cool, dass er halt wirklich darauf reagiert. Ihn noch anspricht. Und dein Lieblingsding aus Metal Gear Solid 4 ist dabei. Wo Snake meint von wegen Sunlight. Wo er so sagt, Sunlight! Da ist ein Laster, da ist ein Item drin und dann fängt Snake an auch zu sagen, Sunlight! Ganz witzig. Also, ich fand schon cool, dass Easter Eggs aus anderen Metal Gears so ein bisschen eingebaut wurden. Who's there? Chico, it's me. Joy. Joy, that photographer. That's right. A war photographer. Huh? I thought you were here for the birds. Yeah, the birds of the battlefield. Whoa. Is that just... Can I see it?
Wow, the same kind of chair used! You can't keep it, kid. Here, have these instead. Those photos! Huh. Oh no, Amanda! She's safe. Don't worry. You sure? We're patching her up. Ein paar sexy Bilder von seiner Schwester machen. Don't worry. It's just a broken leg. You got any cigarettes? A cigar, huh? Ja! Lass den Knips rauchen! Chico. Ja, warum nicht, ne? Cargo. Cargo? Was das denn heißen? What cargo? Ja, wenn er unbedingt will, dann soll er ihn doch lassen. Also lässt du allgemein alle Kinder, die draußen rauchen wollen, lässt du rauchen oder was? Nur weil sie es wollen. Nö. Hast du doch gerade gesagt. Ja, wenn er will, lass ihn. Ja, wenn er, ich habe ja betont, wenn er will, dann soll er doch machen. Warum ist er eine Extrawurst? Ja, ist ja keine Extrawurst, aber was würdest du machen, wenn der auf einmal anfängt zu nörgeln und dann denkst, ja komm, hier hast du halt. Wenn es doch seine Entscheidung. Nein, würde ich nicht machen. Ich befürworte sowas nicht, aber er merkt ja dann selber, dass das scheiße ist. Glaub mir, der hört schneller auf, das zu rauchen, als es ihm lieb ist. Wenn er einmal dran zieht, dann sagt er direkt, hab ich keinen Bock mehr. I opened my eyes and saw an enormous shadow. Must have been 30 bara at least. He was walking on legs as big as trees. Where did you see it? At the terminal near the tunnel. But I only saw it Aber that gut, one ich bin time. dann für heute schon mal raus. Jo, alles klar. Ich danke dir fürs Einschalten. Jo, kein Problem. Und danke für die Hinweise. Kein Problem, mache ich gerne. Wie gesagt, denk dran, wenn du zur Mission kommst mit den LKWs, einfach mal die anderen noch suchen, bevor du den richtigen wählst. Kojima ist wirklich sehr, sehr gut, den zu haben. Also, schönen Abend, gell? Wünsche ich dir. Jo, wünsche ich dir Ciao, auch. ciao. Bis die Tage. Ciao, ciao. I heard that place was a narcotics plant before those guys took it over. But you already knew that, didn't you? Look, I get it. Even revolutionaries need to pay the bills. Still, must be tough for a kid like you to swallow. You're damn right it is. The route they use to transport stuff is the same one mi viejo used to smuggle drugs. He sold the drugs to the Norte Americanos and used the profits to fund the army. They tried to keep it hidden from me. Is that why you went camping? Yes. I managed to sneak into the plant a few times and they tried to set it on fire. Everyone treats me like a child. I couldn't stand it anymore. I'm not a kid, I'm 12. Couldn't do it though, could you? Chico, growing up means choosing how you're gonna live your life. To do the right thing, you sometimes have to leave the things you care about behind. Parents, family, your homeland. But mi viejo. Papa. Chico, look at the photos. Mi viejo. He's gone. But there's one thing you don't ever leave behind. Your memories. Keep them safe. You want to get out of here, Chico? I do, but... Come back with me. Your sister's waiting for you. I can't go back. I can't face everybody. You told them where your compas are. I see. Nothing to be ashamed of. Pain gets the better of us all. I wish I was dead. Okay then. I'll put you out of your misery. What? Any last words? Shoot. You are only going to kill a man.
I just wasted a bullet. Don't waste your life. Listen to me, Chico. You died here today. You understand? You're hombre nuevo. A new man. Now, give that new life to me. Huh? Fight with me, little soldier. Show me how strong you really are. Dry your tears, then promise me one thing. No smoking until you get older. Remember, real heroes are never as polished as the legends that surround them. You got it, boss. Snake is fine. What's that? Und tschüss. Blade Raptor Evolution. Schön, dass du einschätzt. Moin, moin, ich begrüße dich. Venom ist schon weg. Er ist gerade gegangen. Snake, Chico made it over. Snake! Chico. Ja, kann sein, dass er noch einen Log aktiviert hat, aber er wollte gleich raus. Er war bis eben noch im Call mit. Then you nearly killed me. I take it you didn't enjoy the trip. What's the big idea? Dragging me off in a balloon. I might as well have taken a Calibri. At least you got a nice view. Or are you afraid of heights? Whatever. I just wish you would explain it to me first. Would you have agreed to go if I did? Thank you for saving us, Snake. Amanda, a word of advice. What? Stop treating him like a child. Yes. Yes, I know. You're right. I shouldn't. Amanda, you're coming back after your leg heals, right? Of course. We still have work to do. We, huh? Are you sure you've got Chico's future in mind when you say that? What do you mean? We're sworn to our father's cause, to helping the revolution succeed. Revolution or no revolution, you pick up a gun and sooner or later you're going to hell. Are you prepared for that? I am. If the alternative is giving up the country I love, I'll take hell. Really? Well then, you're gonna have to stop treating Chico like a brother and start treating him like a soldier. You're right. Welcome to hell. Snake, can I ask you a favor? Shoot. You find any prisoners from El Frente, you bring them back alive. Cause... You're trying to make amends for talking. Not just that. Because they're compas. All right. But first, I've got to catch up to that cargo. I'll do whatever I can to help. Call me if there's anything you need to know about the area. And what? Let me know if you encounter any wildlife you've never seen before. Never seen before? What, like that basilisco you were talking about? I'm talking about UMAs. UMAs? You know, like ancient dinosaurs or legendary monsters. One day, I'm going to be a hunter. Is that right? Okay, sure. Ah, guck mal, da war die Anspielung auf Monster Hunter Mission. Right. I'll be in touch, Chico. Okay, Snake. The enemy's cargo is headed for the next outpost, a rail terminal. Chico says no one's ever set foot past there. Their main base is probably on the other side of that tunnel. Unless we catch those spears before reaching it, they'll be in enemy hands. You've got to stop them. Hurry, Snake. Ja, genau, das habe ich auch gerade gedacht. Boss, I had an idea. Listen to this. Let me guess. You want to start running ads in the local gossip rags. Please, what do you take me for? I thought that with all the new guys we've got, we should get an intel team going.
We'd send agents around the country to scout out different locations. That way we're better prepared, no matter where we end up. That's actually not a bad idea. They could probably develop recon equipment for us too. We could also have them transport goods and direct the Mother Base support strikes. You can send an item to a co-op teammate from the delivery menu. Momentan sind keine Berichte im Militärendienst vorhanden. Der Zustelldienst ist nun über das Menü Zustellung verfügbar. Jetzt kann von der Mother Base nach Nachschub geschickt werden. Sie können im Einsatz durch die Benutzung spezieller Waffen Nachschubanträge für Munition und Objekte stellen. Jetzt können von der Mother Base Unterstützungsschläge geführt werden. Sie können im Einsatz durch die Benutzung spezieller Waffen Unterstützungsschlaganträge erstellen. Die Datenbank ist nun im Menü verfügbar. Soweit ich weiß, musst du dir in der Missionsbeschreibung alle Audiologs von ihm anhören und dann in eine Spec-Op-Mission zum Strand gehen, wo das Boot ist, wo Katz dir die Mission gibt. Okay, na, ich weiß es nicht genau. Ich habe tatsächlich das Spiel nur irgendwann einmal grob durchgespielt, aber ich habe noch nie zu 100% gespielt. Tatsächlich kann ich mich an ganz viele von den Spielen nicht erinnern, weswegen ich auch in die Info geschrieben habe, dass ich das blind spiele. Ja, deswegen war Venom auch mit drin, um mir so ein paar Tipps zu geben. Ja, Schande über mein Haupt, aber das Spiel habe ich tatsächlich nicht vollwertig gespielt. C4, nice. Ja, deswegen bin ich für jede Hilfe auch gerne zu haben. Schenken von anderen Spielern erhalten oder eigene Geschenke senken. Ah, okay. Mit Zustellung können Sie bestimmte Waffen und Heilmittel in Kartons an Koops oder VR-Spieler senden. Nachdem die Kisten erstellt wurden, werden sie im Ausgang registriert und am Ende einer Koops oder VS-Sitzung abgeschickt. Wenn Sie frei als Empfänger wählen, wird die Kiste über Ihre Verbindung mit anderen Spielern bei Koops oder VS-Einsätzen an einem geheim gehaltenen Empfänger geschickt. Wenn Sie eine Kiste von jemandem erhalten, den Sie nicht kennen, können Sie sich revanchieren, indem Sie unter der Registerkarte Freunde von Freunden den ursprünglichen Absender der Kiste ausfindig machen. Und das Teilen von Waffen und Objekten mit Kameraden ist eine clevere Möglichkeit, härtere Einsätze anzugehen. Damit ist das Tutorial beendet. Eingang, nö. Ausgang. Oh, wir haben hier niemanden. Alles Gute zum Geburtstag. Verschicken. Waffen oder Objekte zu verpacken auswählen. Haben wir noch nicht. Ja, okay, dafür brauchen wir halt den Online-Modus, ne? Datenbank. Motherbase Daten. Kommandozentrale. Okay, 100 können mit den Kampfeinheit und der Rest mit 50. Okay. Spielerdaten. Kampfprofil. Und aufzeichnen. Oh, was haben wir denn hier? Als Teil einer Bonusfunktion in Metal Gear Solid Peace Walker kann Big Boss Monster aus der Monster Hunter Reihe jagen und für den Abschluss einzigartige Gegenstände verdienen.
Ohne etwas zu verraten, ein Spieler kann die Monsterjäger-Mission in Peace Walker nur dann freischalten, wenn Chico der Motherbase beitritt, bevor ein Spieler bestimmte Missionen vor der Haupteiner ausstartete. Ey, das kann ich lesen. Kann die Peace Walker nur dann freischalten, wenn Chico der Motherbase beitritt, bevor ein Spieler bestimmte Missionen in der Hauptreihe ausstartet, muss er sich die Briefing-Daten ansehen und sich ein bestimmtes Gespräch mit Chico anhören. Im Folgenden finden Sie die Schritte zum Freischalten der Monster Hunter Mission 1. Hören Sie sich die folgenden Gespräche mit Chico im Briefings-Daten an. Nach der Hauptoperation 5, der wahre Ballisko, nach der Hauptmission 8, das Monster von Loch Ness, nach der Hauptmission 10, große Fuß, 13 und 15. Okay. Alles klar, danke für die Info. So. Das Intel-Team sorgt für den Nachschub in Einsatz und für Unterstützungsschläge. Um Unterstützung zu erhalten, wenden Sie einen Nachschubmarker oder einen Unterstützungsschlagmarker an. Je höher das Level Ihrer Intel-Team, desto mehr Nachschub können Sie transportieren und desto durchschlagskräftigen Schlag können Sie austeilen. Zudem können Sie im Einsatz auch Informationen über die Feinde und Gefangenen erhalten, auf die Sie bei den Einsätzen treffen. Damit ist das Tutorial zu Ende. So, okay, dann machen wir das einmal nochmal neu. Einmal alle raus. So, jetzt dürfen wir eigentlich alle Base fertig haben. Das Mediteam. Ihr interessiert nicht. So, dann nehmen wir euch alle. Ups. Automatisch Zuweise. Dankeschön. Rauchgranate, Stufe 2. Zeitschrift, Solid, Rang 1. Analysegerät, Rang 2. So. Mediktin. Chico chillt hier hinten ganz alleine, der hat keinen Bock. Warum hat Venom gestern nur 20 Minuten gestreamt, weißt du das? Ja, er wollte Red Dead streamen, aber irgendwie hat er wieder technische Probleme, weil das Spiel halt Hammer die FPS-Abbrüche hatte, selbst nachdem er die Grafik runtergeschraubt hat und. Weil er hat den Fehler nicht gefunden, deshalb hat er abgebrochen. Nicht dafür. Bergung von Geheimdokumenten. Holen Sie sich die streng geheimen feindlichen Unterlagen und technische Daten im Sortierschuppen, bla bla bla. Here's a rundown of your mission.
This one's Hoffen wir mal, perfect er for a bekommt das Nice in and den easy. Griff. Don't let yourself get lazy though. Stick to it and get the job done. Ja, schön wär's, ne? In letzter Zeit hat er auch vor allem ziemlich oft Probleme. There's a lot of banana cultivation along Costa Rica's Caribbean coast. The area is dotted with banana plantations. Bananas have been Costa Rica's main crop. Ich sag ihn auch since immer they wieder, were er soll nicht introduced so from viel Panama rummodden, in the dann würde er auch 19th weniger century. Probleme haben. They bring in a fair amount of Aber das foreign gilt jetzt nicht currency. für Red Dead, da hat er wohl keine Mods drin. de oro, huh? See, but exporting all those bananas require a ton of land. Hence, all Nö, the ich habe keine Probleme mit OBS. Clearing all that forest Meine just to Kamera ist grow gerade bananas kaputt. robs animals of their habitat. Aber das ist ein technisches Problem. I do not know how good that is for Costa Rica in the end. Nee, OBS läuft ohne Probleme. Manchmal hängt sich das ein bisschen auf. So schnell, dann muss ich das einmal ganz kurz beenden und neu starten. Aber davon kriegt ihr nichts mit. Da kriegt ihr einfach so einen kleinen blauen Screen mit rein. Und dann nach ein paar Sekunden ist das Ding auch wieder an. Panama disease was rampant here about 20 years ago, putting a lot of banana plantations out of business. Panama disease? It is caused by a type of fungus. Apparently it killed off almost all the banana species that used to grow here. How could that happen? Cultivated bananas do not produce seeds. You have to remove and transplant part of the stem yourself. You plant them in the fields. So you've got acres of identical plants? See, when one plant is infected, the disease spreads quickly. Species lacking genetic diversity become weak. They grow different bananas today, one said to be resistant to Panama disease. Ja, die Geschichte kenne ich dahinter. Das kenne ich tatsächlich. Ist das jetzt hier Rückblick oder was? Kaz, what kind of shape is that plant the professor gave us in? First time I laid eyes on it, I thought it was some kind of joke. Auch vom Alter her abgeht, tut sie seit 16, in Wirklichkeit ist sie 19. Machen Frauen sich nicht immer etwas jünger, als sie sind? Muss ich diese Briefing-Dinger hier auch anhören, oder was? Ich dachte, für diesen einen, das muss ich anhören. Aber hier die Dateibibliothek, muss ich die auch einmal alle durchscrollen, oder was? Das sind nämlich ziemlich viele. Snake, you can use the Fulton surface-to-air recovery system to send prisoners and unconscious mercenaries you encounter back to Nein, Mother ich Base. ziehe auch Platin ab. I know you've used the Fulton before, Auf 100%. but just to make sure I'm not missing anything, let's review the steps. Okay. First, attach a balloon to the unconscious enemy or captured prisoner. Ja, in Ruhe. The supply staging point is at the eastern foot of Irasu. There's a rail terminal there. They'll probably transfer the nuke from the train onto a truck. Gotcha. I'll have to catch them while they're moving the cargo. But you might run into El Basilisco. Keep your eyes peeled, Snake. An 80-foot-tall walking behemoth. The CIA's new weapon? Could be. Too bad it's not actually a dinosaur. I think they're testing it up at the base on top of the mountain. I met a guy in Russia who described it as a metal gear linking infantry and artillery. Metal Gear. I've got a bad feeling about this. Like maybe it's connected to everything that's happening here somehow. The nukes? You don't think... What else could it be? If it is up there, I'll just have to improvise. Either way. Ich glaube, die haben hier einen Übersetzungsfehler drin. Die haben gerade Metal Gear als Zahnrad übersetzt. Ich glaube nicht, dass Metal Gear Zahnrad heißt. Snake,
Heißt das hier Legend has irgendwie it, a laufendes place called Metall Isla oder del so? Monstruo is near Costa Rica. Isla del Monstruo. It was discovered in the 18th century by Caribbean pirates sailing over to the Pacific. And the island in Treasure Island is based on one near Costa Rica too. Ah, Treasure Island. I remember reading that. Metallgetriebe habe ich hier in der Übersetzung. That makes things easier. In Nicaragua, we too have a story about a group of pirates that encountered a flying monster out at sea. Some even say they landed on this monster island, though we still don't know exactly where it is. That's the reason I've always wanted to come to Costa Rica. Ha! I see. Ooh, I heard another story about a talking cat that lives somewhere in Costa Rica. They say it'll take you to this place. Ich hatte mal irgendwo gehört, dass Metal Gear laufendes Metall ist oder irgendwie so. Oder gehendes Metall. Aber ja, ich habe auch gerade gegoogelt nach Metallgetriebe. Amanda's so bossy. It's always follow me or stay here. The other day she told me, chew your gallo pinto before you swallow. Can you believe it? Knowing your sister? Yeah, I can. The enemy could strike at any time. I can't sit around taking my sweet time eating. I'm a Sandinista, just like the others. I don't need some woman telling me what to do. Some woman? She's your sister, and she's doing the best she can to fill your father's shoes. I know, but lately she hasn't been doing so good. I should be strong for her. Now you're talking. Sorry to hear about your dad. Don't be. He is a guerrilla warrior. We pledge our lives to our country and its people. I'm ready to die too if I have to. You sure? You better believe it. Like mi viejo used to say. Patria o muerte. Che said it first. My dad used to tell us all kinds of stories. About General Sandino and his fight against La Guardia. About my mom before she left us. You didn't want to go with her? It's not like that. La Revolucion comes first, that's all. You must wish you could see her, though. I don't know. But I know I'll see her again when this is all over. Somehow, I just know it. When I do, me and my mom and papa are all going to live together again. At least that's what I thought. Now, Hang in there, Chico. Your sister needs you. Okay. Have you ever heard, shoot, coward? You're only going to kill a man. Che's last words. He'd been captured in Bolivia and said it to the soldiers just as they were about to execute him. El Che. He was something, wasn't he? Coming up with a line like that knowing he was about to die. After the Cuban Revolution, Che gave up his position in the new government to aid in revolutions in other countries. He knew he could die at any time, and he was ready for it. Me? I couldn't even take a little torture. But you've been reborn as an hombre nuevo. Right, Chico? Right. Don't you ever get lonely living away from your mom? Not really. My compas are my family now. A lot of them are from the same village as me. So you had plenty of people to take care of you. Take care of me? I'm a warrior, like any other Sandinista. We look out for each other. That is how it works. Sorry. Guess I misspoke. Now we're scattered because of that colibri. Wonder where everybody went. Hey, Snake. If you see any Frente prisoners, please, you gotta get them out, okay? Those guys are solid, every one. You could use them in MSF. Hey, Snake, are there any jobs for me here at Mother Base? I can do anything. You don't have to work, you know. Don't treat me like a kid. I'm a man now. Okay, then. What are you good at? Let me think. Everything! Put me on any team. I can pull my own weight. Well, you are young. You'll probably be a fast learner. I'll think of something. Anything you need, boss. You'll see. I can fight as good as anybody.
So, da haben wir die Gespräche mit Chico durch. Das kann jetzt einen Moment dauern. Since it was founded, my country has not once been able to choose its own path. First Spain, then America. Over 100 years of this. I know. In the 19th century, an American mercenary named William Walker seized power in Nicaragua. I'd heard he exploited rivalries between the political parties. Even after we expelled him, the Americans sent in their Marines under the pretext of quelling political unrest. And the real reason? To intimidate the government and thwart the construction of the Nicaragua Canal. I thought the U.S. already has the rights to build a canal in Nicaragua. They never intended to build a canal there. They'd already started digging in Panama. A canal in Nicaragua would break up the Panama Canal's monopoly. Reason enough for America to stick its nose into our affairs. They snagged the rights so nobody else could build there. It was General Sandino who finally stood up to los Yankees. General Sandino waged a guerrilla war against the Marines, at last driving them out. He was a true hero, and to us Sandinistas, like a father. But when they pulled out, the Americans left us something to remember them by. The National Guard. Yes, La Guardia. In name, a peacekeeping force, but in reality, Commander Somoza's personal army, answering to no one else. Unable to stay silent, General Sandino went to protest and was assassinated by Somoza as he made his way home. It was then that Somoza and Los Sapos began to eat our country alive from the inside. It has been 40 years since the Somoza family became the rulers of Nicaragua. With La Guardia at their command, no one can challenge them. You came here on the run from the National Guard, right? See, they took everything. Our land, our homes, our jobs. Now belong to Somoza. See, the law too. He's even got the judges in his pocket. You defy him, you face death. Everyone bows and scrapes before La Guardia. Even then you might get a beating if they are in a bad mood. And you're trying to change things. That's not all. These Somozas have used their power to line their pockets. They confiscate people's land and hand it to members of the Somoza family. By now, close to half the farmland in Nicaragua is theirs. We were powerless until... You remember the earthquake 2 years ago? Yeah, I heard the capital was hit pretty hard. We lost Managua, our capital city. People sent aid from all around the world. Tears of sorrow turned to tears of joy. Yet almost all of it was embezzled by the Somozas. They sold out those who'd lost everything for money. They feasted on our country's suffering. Public resentment is at the boiling point. The Somozas' days are numbered. We will see to it. Ja, das weiß ich schon, Blade Raptor. The first Somoza was originally no more than the commander of La Guardia. Ordinarily, a man of his station could never hope to become president. But the president at the time had no power to back him. Ich wünsche halt einfach alles Gute, dass sie schnell wieder auf die Beine kommt. Was General Sandino. No, better to say the general was the only one who dared oppose him. There was nothing special about him. Above all, it takes a strong will to see justice done. That is what he taught us. PK kenne ich nicht, die It's also Abkürzung. what motivated Somoza to have him killed. Yes, the rest was easy. He got rid of the president, taking office in a sham election. And once he had the power, he Ich dachte, das ist never... irgendeine Abkürzung. Talk about heavy-handed. He had the Americans backing him, that's why. They didn't want to hand over power to a rebellious general. Even so, it's hard to believe Washington would give its blessing to a guy like that. The American president at the time put it this way. Somoza may be a son of a bitch, but he's our son of a bitch. In other words, better a dog or Los Sapos than an anti-US regime. The Managua earthquake struck 2 years ago, the day before Christmas Eve. Giant cracks opened up in the streets,
Sleeping children were crushed in collapsing houses. No chance to escape. No visit from Santa Claus. Thanks to Samosa, the old houses could not even get rebuilt. It was a nightmare. I heard the epicenter was right in the middle of the city. Even today, it's too dangerous to build on top of the fault line. The city center is still in ruins. And to make things worse, Samosa stole the recovery money. We must not fail. We owe it to those who lost their lives. We will defeat Somoza. Oh, da ist ja noch mehr. We are Sandinistas, the heirs of General Sandino's will. Sandino, the father of modern guerrilla warfare. To you, maybe. To us, he's more like a real father. That why you named yourselves after him? Of course. La Frente Sandinista de Liberación Nacional. The Sandinista National Liberation Front is named in his honor. We share the general's goal, to take back our country's freedom. In his day, from America. In ours, from the despot Somoza. Times have changed, but the song remains the same. Patria libre o morir. That is our slogan. El Che used to say the same thing, you know. Patria o muerte. The slogan of the Cuban Revolution. So, you're fighting for a socialist revolution too, then? No, it's not about ideology. We only want to live normal lives. We are sick of living in a country where you can be beaten for walking down the street, where you never know if your neighbor is snitching on you. Our goal is to give back the country to its people. Yeah, the Cuban Revolution started out like that too. We are few in number, but we will win. Victoria o muerte. For a revolutionary, there is no other fate. Augusto Cesar Sandino, general and hero of Nicaragua. 50 years ago, conflict broke out between the political parties of Nicaragua. The U.S. Marines intervened in the name of restoring order. The only one who refused to listen to their call for reconciliation was General Sandino. Jetzt ist aber die Frage, kann man durch die, zum Beispiel hier mit, The general wasn't a professional soldier. Neither were his compadres. Mit Chico musst du ja sprechen, um die Monster Hunter Mission freizuschalten. Und um die Monster Hunter, wenn du die Monster Hunter Mission machst, bekommst du ja eine Trophäe. Jetzt ist die Frage, wenn ich jetzt die ganzen Briefings durchklicke, schalte ich da noch zusätzliche Missionen frei, die ich am Ende brauche? Das ist halt jetzt die Frage. Nö? Okay, dann können wir ja weitermachen. Das ist eine Nebenquest, ne? Wir mit Snake rein. Ja. Nur die Chico-Sache. Okay. Nur achte ich drauf. Danke für die Info. Ich habe nebenbei gerade, während sie da gequatscht hat, auch mal so ein bisschen die Trophäen überflogen. Ich will dieses Teil hier mal probieren. Fulton recovery subject confirmed onboard helicopter. Funktioniert das? Dicht genug ran oder was? Gerät zur Analyse von Informationen über Pfeile in der Nähe, die nach dem Auslöser angezeigt werden. Nützliche Werkzeuge auf Missionen. Erstmal schlafen legen. Geht das jetzt? Ja, jetzt komme ich ran. Wird in Sache BBL Nu. Ah, ist doch kein Problem. Er ist nur ein E-Rang, den brauchen wir nicht.
Hab ich mich erschrocken. So. Essen die Rang. Den nehmen wir mit. Fulton recovery Geheimdokument. is complete. Technische Daten. RPG 2. Nice. Oh, gib mal Info. Ist schon ein bisschen umständlich gemacht, ne? Idee, danke, dich nehme ich mit. Da war gerade noch was in der Ecke. Warte. Da war eben auch. Subject confirmed onboard helicopter. Okay. Ja. Ja, ich bin gerade unterwegs. Hier war ich ja drin. Ecke. Die Ecke? Ah, da. Ah. Dankeschön. Shit. Quadrat. Dschungeluniform. Ja, na sicher, wir klappern hier alles ab. Hat noch ein Dokument? Und das letzte. Okay, you're done with that area. Head for the goal. So, wo geht's jetzt hier raus? Oh, du bist wieder wach. The enemy's close. Das war jetzt voll unnötig. Komm nochmal, wir gleich nochmal. Great job. Machen wir nochmal, das kriegen wir besser hin. Und immer an derselben Stelle? Nice. Ah, du B. Die haben einen neuen Codenamen erhalten. Butterfly. So. Here's a rundown. Hab bei Venom mal zugeschaut, als er das mal gestreamt hatte. Okay. The enemy's close. Och, Mann. Weil der erste Schuss nicht gesessen hat. What's that?
So. What's that? My God, ein Birne her. Zack. Die letzten zwei sind da hinten. Ah, das ist böse. Das ist böse. I knew you could do it. Piece of cake, right? Was machst du eigentlich? Was machst du beruflich? S-Rang, so will ich das haben. Im Handwerksbereich. Ein Vorarbeiter. Okay. Was kann ich mir jetzt genau darunter vorstellen? Also ich weiß, was ein Vorarbeiter ist, aber was genau? Bist du im Bereich Fliesen legen? Bist du... Keine Ahnung, gibt so viel. Fliesen legen? Bist du... Bist du Klempner? Bist du... Keine Ahnung. Metallverarbeitung. Okay. Die Entwicklung ist wegen GMP-Mangel ins Stocken geraten. Nein! Wir brauchen Money. Ah, hier kann man nochmal die Zwischensequenzen sehen. Dann glaube ich auch die man dann spielen muss, ne? Wo man dann so Events machen muss. Einleitung, Erkundung der Versorgung. Okay. Was haben wir hier? Hier haben wir alles. Alles klar. Snake, according to Chico, the nuclear materials will be loaded from a train and onto a truck at a rail terminal near the eastern foot of Irazu. If we can't cut him off at that terminal, we'll be in a world of hurt. Hurry, Snake. The train terminal is on the other side of the coffee factory. Head for the factory first. Scheiß auch mit dem Scan, wir nehmen einfach jeden mit. You'll first need to backtrack to the fork in the road. Not enough room, huh? We'll keep it here at the base. Fulton recovery helicopter is complete. Fulton recovery subject confirmed onboard helicopter. Oh, wir gucken uns erstmal hier gemütlich um. Hey, Bro. Fulton recovery helicopter is complete. Und Flug. There's a coffee factory to the northeast. Beyond that is a train terminal.
Here he is. Nein! The enemy. Send backup. Understood. Dispatching reinforcements now. Nein! Ja, ich habe den Scharfschütze gerade gesucht, ich habe den nicht gefunden. Und Flug! Wait. The enemy's here. Du bist falsch, hinter dem Zug war noch ein Weg. Im Zug. Oh, letzter Fulton. Der Zug. Ah! Okay, danke schön. Da muss ich auch ein bisschen erkunden, ne? Jetzt sagt gerade nur, dass der Alarm an ist. Lassen die eigentlich auf Fulton-Sachen fallen? Gute Munition. Die Ration brauche ich noch nicht. Bin ich schwach. Aber ich weiß, wenn ich Ration drin habe, dann würde ich mich selber heilen damit. Im Schadensfall. Auf Fulton. HQ, come in. This is HQ. This is patrol. Treibungsposition. Understood. Return to base. Ja genau, ich krieg den gerade nicht raus, weil ich kein Fulton habe. Ich hab alle verbraucht. Krieg ihn nicht raus. Flug. Er war gegen die Wand geworfen. Mal gucken, dass wir irgendwo noch mal Folter finden. In der Lehre bekommst du in der Mission keine mehr. Also ich hatte vorhin in der Mission, habe ich welche gefunden gehabt. Enemies close by. Toll. Ach komm, ich mach die Mission neu. Fällt mir nicht. Dann nehme ich mir einfach ein paar Fultons auf. The train terminal is on the other side of the coffee factory. Head for the factory first. To get to the coffee factory, you'll first need to backtrack to the fork in the road. Not enough room, huh? We'll keep it here at the base. Fulton recovery subject confirmed onboard helicopter. Fulton recovery helicopter is complete. Komm ich hier hinten rein? Fulton recovery subject confirmed onboard helicopter.
Brauche ich bestimmt einen Sprengplatz für, ne? Granate mal probieren. Ja, eine. Nicht? C4 würde ich jetzt denken, aber habe ich gerade nicht da. Probieren noch mal eine. Nö, schade. Sah halt aus, als wenn das jemand so zugemauert hätte, dass er halt nicht durchkommt, weißt? There's a coffee factory to the northeast. Beyond that is a train terminal. What was that? Ah, vielleicht versteckt sich aber auf der anderen Seite was. Stimmt. Jetzt ist das super seltene Secret-Item. Oh, tatsächlich. Aber gut, ich bin auch erstmal raus für heute. Muss leider Überstunden schieben morgen. Ja, hast du vorhin schon erwähnt. Alles gut. Dann wünsche ich dir noch einen wunderschönen Abend. What was that? Dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Fulton recovery helicopter is complete. Du hattest mich vorhin gesehen. Und wo? Pass through the coffee factory to reach the train terminal. Fulton recovery subject confirmed onboard helicopter. Guck noch mal in der Halle, ob da noch ein Item ist. Hier unten. Auf jeden Fall müsste hier noch ein Dude rumlaufen.
Ah, hier ist noch ein Gefangener und ich habe kein Fulton. Oh Mann. Kann man nicht vorher sehen, wie viele Gefangene es hier gibt? Und wetten, der ist gut. Ein C-Rang, ja komm, den brauchen wir. Nochmal neu starten, also 3 müssen wir überbehalten. The train terminal is on the other side of the coffee factory. Head for the factory first. To get to the coffee factory, you'll first need to backtrack to the fork in the road. Not enough room, huh? We'll keep it here at the base. Fulton recovery subject confirmed onboard helicopter. Guck mal, da hat viel zu viele Fultons dabei. Fulton recovery helicopter is complete. There's a coffee factory to the northeast. Beyond that is a train terminal. Fulton recovery subject confirmed onboard helicopter. I think I see someone. Pass through the coffee factory to reach the train terminal. Alter, ich hab zu viele Gefangene. Fulton recovery subject confirmed onboard helicopter. So einen haben wir noch, den hebe ich mir noch auf, falls noch ein Gefangener kommt.
Looks like we're just in time. Neutralize all enemies and secure the train. Hä? Was jetzt? Check out the cargo. Er hat keine Fracht! Nein! Nukes. Oh oh! Bobby! Ja, übertreib halt! T72U. Wird fortgesetzt. Orang. Okay. Sonic Eyes. M60. Das Sonic Eyes. Dank für die Bemühungen des Personals konnte eine neue Anlage gebaut werden. Bekommen wegen starker feindlichen Baugelegenheit die zu überdenken. So. Immer noch zu minus. So, geht das so? Personalwartebereich. Automatisch zuweisen. Dankeschön. Aktion Rang 2.
So. Nebenquest. Fultons retten, Alter. Bergen Sie mit Hilfe der Fultons alle feindlichen Soldaten im feindlichen Basis und wird auch nur ein feindlicher getötet, ist Ihr Einsatz gescheitert. Kriegen wir hin. Here's a rundown of... You need to use Fulton recovery on all the soldiers. Be careful not to kill anybody. Gute Nacht. Enemies close by. Nein! Oh, dass das immer nicht ausgerüstet ist. Ach komm, noch machen wir neu. Das ist Mist. You need to use Fulton recovery on all the soldiers. Be careful not to kill anybody. What was that? I think I see someone. So, alle 4 ausgeschaltet. Och Mann, jetzt klopft er wieder. Rüber. Danke. Fulton recovery helicopter is complete. Fulton recovery subject confirmed onboard helicopter. So, wo ist das Ziel? Danke. Fertig. Mission complete. Great job. Komm, da will ich ein S für sehen. Ja, sehr schön. Neue Uniform entwickelt. Patrouille. So. Objekte. Analyse läuft noch. Brauchen wir nicht andere? Da brauchen wir auch nicht. Epic G2 und Feuer. Was nehmen wir denn? Solid Eyes. Zu teuer, shit. Machen wir das mal. Ich weiß gar nicht, was das ist. Okay, die haben wir alle abgeschlossen. Snake, that's an enemy tank unit. Either neutralize the soldiers or destroy the tank. Get them. So, Briefing-Daten. As I said before,
Building railroads in Costa Rica was a dangerous job. A lot of men died, and sometimes they stopped work altogether. This is one of those places. They had to cut through steep terrain, so when they finally made it through, they just built the rail terminal right there. And that is why they named it El Cadalso. The gallows. Charming. I'm surprised the construction money didn't dry up the way things were going. Actually, it did. But the bananas helped complete it. So they say. You mean the energy the workers got from eating bananas? Oh, I suppose they do have plenty of vitamins and... No. I meant the money they got to finish it came from exporting bananas. Oh. But one thing is for certain. The owners of the railroads expanded into the banana trade after construction was completed. That was the start of banana cultivation in Costa Rica. An enemy tank. Is there somewhere you can hide, boss? There are train cars, but they won't hold up against a gun like that. Even a freight train? Incredible. But they keep me out of sight. Temporarily. Use them to look for an opportunity to hit its treads or the fuel tank at the back. But don't forget about that gun, huh? Or the soldiers. They may try to flank you. Right. You can also stop it by taking out all the soldiers. You can do it, Snake. Naja, wir schalten den Butter schon aus. The supply staging point is at the eastern foot of Irasu. There's a rail terminal there. They'll probably transfer the nuke from the train onto a truck. Gotcha. I'll have to catch them while they're moving the cargo. But you might run into El Basilisco. Keep your eyes peeled, Snake. An 80-foot-tall walking behemoth. The CIA's new weapon? Could be. Too bad it's not actually a dinosaur. I think they're testing it up at the base on top of the mountain. I met a guy in Russia who described it as... Gegen den werden wir doch kämpfen. Den werden wir doch kennenlernen. Metal Gear. I've got a bad feeling about this. Like maybe it's connected to everything that's happening here somehow. The nukes? You don't think... What else could it be? If it is up there, I'll just have to improvise. Either way, I won't know until I get there. Watch your back, Snake. Okay, hier haben wir nichts Neues. Vorbereitung. So, hier nehmen wir natürlich jetzt mal einen Raketenwerfer mit. Granate, Rauchgranate. Was haben wir dann noch Schönes? Hier irgendwie ein bisschen Info. Positionsbarriere, Waffe. Nachschubmarker. Marker zur Anforderung von Nachschub, der ausgelegt wird nach dem Auslegen, R1 drücken und nimmt bei zu häufiger Benutzung ab. Okay. Hier. Was haben wir hier? Kamera. Walkman. Akustische Rundstrahl-Visierungssensor. Stellt Verstand wieder her. Okay. Ich nehme mal den Sensor mit. Ach, den haben wir sogar schon. Okay, dann wollen wir mal gegen die Panzer kämpfen. The German Zocker. Schön, dass du da bist. Moin, moin. Nimm Hideo Kojima mit, wenn du die LKWs durchsuchst. Ist das diese Mission? Ihr habt da schon so eine Anspielung zugehört. Ich spiele das Spiel blind, ich kenn's nicht. Nee, kommt noch. Okay. Neutralize that tank unit. You can do it. Strike before they spot you.
Immer ruhig die Soldaten auslocken. Nein! Schnell. Ja genau, ich will das Spiel platinieren, deswegen sind alle Sachen, die trophäenrelevant sind, wichtig. Deswegen, wenn irgendwas ist, was ich verpassen könnte, ruhig in die Kommis schreiben. Oh nö, oh du Idiot! So, jetzt muss ich neu starten. Der LKW mit Kojima hat die Nummer 64779. Oh, das merke ich mir mit halt nicht. Aber trotzdem danke für den Hinweis. Neutralize that tank unit. You can do it. Strike before they spot you. Ja, deswegen habe ich auch gerade die Logs gemacht, weil ich ja mit Chico sprechen muss, um diese Monster Hunter Mission freizuschalten. Ist ja im Chat. Genau, hast recht. Fulton recovery helicopter is complete. What is it? Fulton recovery subject confirmed onboard helicopter. Nein! Geh weg da! Na! So, das hätten wir. Wir legen das gleich durch, ja? Aua! Oder meine Ration! Keep rations equipped to automatically recover life when it reaches zero. Aua! Wieso habe ich keine Ration? Oh Mann! Are you all right? Snake? Snake! Oi! Neutralize that tank unit. You can do it. Strike before they spot you. Alles gut. Ich versuche mal die Typen hier schlafen zu legen. Oh Mann, natürlich. Oh, ich bin gerade voll scheiße. Okay, alles klar, danke schön. Das kriegen wir schon hin. Was würde ich jetzt dafür geben, eine Granate zu haben, die schlafen legt?
Gibt es aber Endcontent. Oh, toll. Ich bin so scheiße. Ich will halt so schnell alle schlafen legen und rausholen, damit ich halt so schnell kein Kill-Dings hab. Ich will keinen Kill-Bonus mitnehmen. Ne, weil bei dem anderen gepanzerten Fahrzeug war es ja so, dass man erstmal alle schlafen legen musste. Und dann ist halt der Fahrer nachher rausgekommen und da konntest du das Fahrzeug mitnehmen. Da will ich hier jetzt auch probieren. Hä, warum? Ich will mich gerade verarschen. Warte, wir machen es anders. Hier bei allen Fahrzeugen und auch Schraubern. Ja, siehst du, da muss ich die ja schlafen legen. Ja, guck mal, jetzt so eine schöne Schlafgranate rein. Ja, guck mal, ich krieg... Oh Gott. Ich wollte gerade sagen, ich krieg die gar nicht so schnell betäubt. Ja, das habe ich auch schon gehört. Deswegen schlafe ich das Spiel auch schon so ewig vor mir her. Jetzt ist der Schalldämpfer kaputt. Hä, wer denn? Wo kommst du denn jetzt her? Aua! Also unfair! Allein die Kämpfe gegen den Spezialfahrzeugen und die Spezialbosse. Okay, ich lass mich überraschen. Bleib jetzt hier hinter. Aua! Nein! Erstmal nichts entdeckt zu werden, bis der Battle so lange bestellt bist du. Kommst du auch erst. Es macht nichts entdeckt zu werden bei den Battles, solange du schnell bist, bekommst du auch erst. Naja, in dem Fall versuche ich gerade den Panzer mir zu klauen. Und mir wurde halt gesagt, ich muss jetzt alle schlafen legen, bevor der Panzerfahrer dann rauskommt.
Oh, fällt er wieder mal um? Ach, komm. Na, ich sagte gerade, mir hat jemand gesagt, dass um den Panzer zu klauen, also um den da rauszukriegen, muss ich erstmal alle Leute schlafen legen. Ich darf keinen einzigen töten. Aber wie soll ich das machen? Ich habe ja nicht mal genug Munition. Ich versuche nämlich gerade so schnell mit dem Panzer zu klauen. Deswegen will ich die schlafen legen. Aber das Einzige, was ich habe, ist halt meine MK22. Und die hat entweder nicht lang genug einen Schalldämpfer drauf oder mir geht die Munition raus. Aber musst du nicht unbedingt schlafen legen. Kannst sie auch töten, aber gibt da einen Punktabzug. Also ich kann sie auch töten oder was? Ne, ich will eigentlich gerade nur den Panzer haben. Die Typen sind mir eigentlich scheißegal. Oh Gott, ich hasse, dass hier alles rumfliegt. Solange du den Kommandanten bezeugt bist, alles okay. Okay. Ich muss auf sein Popo kommen. Ah, sein Popo. Oh, jetzt hat er auch keine Munition mehr. Warte, was habe ich denn hier? Ah, das ist das Radar. Ich hab irgendwie Probleme. Nachschubding hier. Mach mal. Benutzen. Nein! Man kann doch nicht benutzen! Aber ich klippe 4 an dich. Aua, aua, aua.
Hast du keine Nachschubmarker mitgenommen? Ja doch, ich hab so ein Ding. Aber ich konnte gerade nicht einsetzen. No! It can't be over yet! Don't worry about the tank. Just focus on the troops. Hier, guck, den hier hab ich. Strike before they spot you. Ah, guck mal, jetzt haben wir eine schöne Deckung. Aua! Nein! Und irgendwas ab! Nicht das Rot, nicht das Rot! Wenn dann weiß er mehr drüber, ja. Er ist leider schon raus. Er hat mir heute schon die ganze Zeit ein paar Hinweise gegeben und Tipps. So. Gucken wir mal nach diesem Nachschubding. Ah, so. So, funktioniert der jetzt, oder? Ah, der Anführer ist raus. Ja, warte. Ah, okay. Wow! Das war eng. Nein! Komm, noch ein Schuss! Aua, nein! Au! Das war eng! Jetzt bloß nicht verkacken! Jetzt bloß nicht verkacken!
Beach is 0. Oh! Ja, wir haben ihn! That takes care of their leader. Ich habe gerade keine Ration drinne, keine Ahnung, wo die abgeblieben ist. Aber wir haben ihn! Ich muss gleich mal gucken, dass die Ration wieder reinkommt. Ich hab einen Panzer. Ah, nur ein A-Rang. Aber gut, komm. Ich habe mir die beste Mühe gegeben, da so viel raus, so wie es geht. Oh, die Mäuse Nugget. Oh, geil. Das Betäubungsscharfschützengewehr. Snake, the truck is headed up the mountain road past the tunnel. So it was nukes after all. What now? Their main base is up ahead. I better hurry after them then. But Kaz. Ja, bin ich mal gespannt, wie das dann mit dem Heli nachher läuft. Alright, I guess you never did let dangerous assignments or risk aversion get in your way. How do I get inside the mountain? Ich finde das auch doof, dass du nur 2 Hauptwaffen mitnehmen kannst. Yeah, the tank took care of that. Any other routes? Why don't I let a local expert take over? Snake, you need a way into the mountain? Yeah, got one. Let's see. Do you remember that precinct I was in? In the village, right? Right. Go back to the village and head north. Nicht wirklich. Anders nur der Heli-Kommandant ist schwer zu treffen. Ja, das denke ich mir auch. Das muss voll nervig sein. Ich stelle mir auch gerade vor, wie das ist. Eigentlich muss er unten irgendwie die Leute ausschalten, während der Heli da oben rumflattert. Aber du sollst ja den Kommandanten da rausholen und dann sollst du ihn eigentlich mit Vollton rausholen. Was eigentlich nicht geht, aber wir haben ja schon gesehen, das ist ja eine Sequenz. Also läuft das dann doch irgendwie? Ach, keine Ahnung. The Basilisco. You don't believe me, do you? No, I mean, we'll have to see. Snake, Inazu features a number of crater lakes. The Odeberg government had planned to use those lakes to construct hydroelectric plants as one of its big state development projects. The project was scrapped, but there's still a small opening at the bottom of the lake. Meaning? I checked the satellite imagery, but didn't see anything man-made, which means they probably built a base inside the mountain. Could just be a storage igloo for explosives, or maybe some kind of research facility. What do they hope to accomplish by bringing the nukes there? First things first, get past that barricade north of the village. Looks like the only way through is the noisy way. You'll have to blow it up. Tausch. Sie können nun im Tauschmenü Personal mit anderen Spielern tauschen. Tauschwartebereich. Bereiten Sie Personal für den Tausch mit anderen Spielern vor. Okay. Was ist das? EOD Gonne für die für den Mann. Rang 1. Stellen Sie seine... Das ist ein Deo? Bitte was? Stell mit seinem sprechenden Duft den Verstand wieder her, während es gleichzeitig dafür sorgt, dass der Träger Oberwasser hat. Okay. Mäusen-Nugget. Scharfes Curry, Rang 1. Limetten-Limo-Rang. Naja, schlimm sind die KI-Bosse, also KI-gesteuerte Kampffahrzeuge, Panzer oder so. Keine Ahnung, wie das genannt wird, aber den ersten lernst du bald kennen. So, um Personal zu tauschen, verlegen Sie zuerst Personal, das Sie tauschen möchten, in die Tauschbla und keine Ahnung.
die Mäuse Nugget, die würde ich gerne machen. Die RPG 2 würde ich eigentlich ganz gerne machen. Komm, da gönnen wir uns so eine scharfe Curry. Da reicht aber mit den Punkten. So, guck, da haben wir jetzt den einen und da haben wir den Panzer. Die Pura, glaube ich, war der erste der 4 KI-Boxen. Okay. Komm, ich glaube, ich mache jetzt noch eine Nebenquest und dann machen wir erstmal Schluss für heute. Ne, ich bin ja schon wieder echt lange am Stream. Zielübung, kein Limit. Zielübung. In dieser taktischen Schildanlage der Mother Bay haben Sie unbegrenzt Munition zur Verfügung. Verlassen Sie den Schießstand, um die Übung zu beenden. Zeitangriff. Treffen Sie alle Ziele auf den Schießstand der Mother Base so schnell Sie können. Nur Einzelspieler. Oh ne, da habe ich auch keinen Bock. Macht man normal, aber nicht jetzt. Oh, das ist ja gar keine Nebenquest. Schießstand habe ich ja keine Lust. Stören Sie die Barrikade. Wo kann ich eigentlich sehen, auf welchen Rang ich die Mission alle abgetan? Einsatzinfo? Ach, da. Okay. Es gibt die Puradis und die Kokon und den Main Boss, den Peace Walker. Ja. Ja, den Peace Walker, den kenne ich. Ne, man hat ja auch schon diese fliegende Drohne gesehen. Aber gut, Leute, da würde ich sagen, machen wir erstmal einen Cut für heute. Ja, auf die Schießstandübung habe ich jetzt keine Lust. Die Hauptquest will ich jetzt nicht starten, das können wir dann morgen machen. Lass noch ein bisschen den Controller laden. Für morgen mehr Power. Wann war Venom eigentlich da? Gute Frage. Genau, Uhrzeit weiß ich nicht, aber er war ein paar Stunden hier. Wann hatte ich ihn angetickert gehabt? Warte, kann ich dir sagen. Ups. Ja, 18 Uhr kam er rein. Bis 20 Uhr. 2 Stunden. So, dann switche ich einmal rüber. Dann bedanke ich mich recht herzlich an alle Leute, die heute so aktiv mit am Start waren. Ne, ich hoffe, euch gefällt das Projekt. Wir machen auf jeden Fall weiter. Beim nächsten Mal. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein. Und so Jammin sagt, ja, da hast du recht. Venom weiß echt viel. Ne? Ich weiß ich weiß auch sehr viel, aber jetzt beim Peace Walker, da bin ich gar nicht drin. Ne, ich kenne auch die ganze Metal Gear Geschichte, ich kenne auch die ganzen Zusammenhänge und, ne? Bei mir ist halt nur immer das Problem, dass manchmal mein Gedächtnis ein bisschen hängt. Oh ja, das ist er. Na, ich auch. Ja, ich kann auch, jeden Tag kann ich Metal Gear spielen. Ich freue mich schon einmal auf die Collectors Box. Auch wenn die nichts Besonderes ist, aber ich will sie trotzdem haben. Und da werde ich dann nochmal platinieren. Jo, bis zum nächsten Mal. Wie gesagt, ich mache morgen wahrscheinlich weiter. Wenn du Lust hast, kannst du gerne reinschauen.
morgen ist Montag. Morgen dürfte auch meine Cam kommen. Also morgen meine Cam wieder an.